with logic impart basic science. Guten Abend, liebe Gäste, guten Abend, liebes Publikum. Sehr geehrter Herr Professor Drosten, ich freue mich sehr, dass wir Sie heute im Rahmen des Windthorst-Abends hier begrüßen können und auch, dass Ihre Eltern hier sein können. Lange Zeit haben wir gebangt, ob der Windthorst-Abend überhaupt in diesem Jahr stattfinden kann. Eigentlich sollte er im Theater der Stadt Meppen stattfinden. Daher sind wir sehr froh, dass wir eben hier ausweichen konnten und danken eben der Stadt Meppen und eben Carsten Streeck vom Jam, dass wir die hervorragende technische Ausstattung hier des Jam nutzen dürfen. Mein Name ist Daniela Brüsser-Haustein. Ich bin die Schulleiterin des Windthorst-Gymnasiums, wie Sie unschwer hinter mir erkennen können. Und meine Aufgabe ist es, Ihnen jetzt die Beteiligungsmöglichkeiten des Publikums zu erklären und auch etwas zum Ablauf des heutigen Abends zu sagen. Liebes Publikum, das online zugeschaltet ist, Sie hatten bereits in den letzten Tagen Gelegenheit, Fragen zu stellen und können auch während der Veranstaltung Fragen per E-Mail schicken, die dann nach dem Vortrag beantwortet werden. Beteiligen können Sie sich unter www.jam-meppen.de/Windthorst-Abend. Herr Kolley wird im Anschluss Ihre Fragen strukturieren und eben als Anwalt des Publikums verwalten. Nach dem Vortrag haben auch unsere Zuschauer, die live dabei sein können, die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Außer den Eltern von Herrn Drosten kann ich hier Herrn Bröhring, den ehemaligen Landrat, Frau Ortmann von der Windthorst-Stiftung, zwei Stipendiaten der Ludwig-Windthorst-Stiftung, soweit ich weiß Julia Stroth und Maximilian Kamp begrüßen und zwei Schüler des Windthorst-Gymnasiums, einmal Marie Wolken aus dem Jahrgang 12 und Justus Vollmer aus dem Jahrgang 13. Herr Dr. Küß wird gleich die Veranstaltung offiziell eröffnen und auch die Begrüßungsworte sprechen. Im Anschluss hält Professor Drosten seinen Vortrag, der ca. 45 Minuten dauern wird. Darauf folgt unsere Fragerunde im Umfang von ca. 30 Minuten. Der Landrat, der jetzige Landrat, Herr Marc-André Burgdorf, wird das Schlusswort sprechen, sodass der Windthorst-Abend voraussichtlich um 19 Uhr zu Ende sein wird. Ja, herzlichen Dank, Frau Brüsser-Haustein, für die Begrüßung seitens der Schule. Der Windthorst-Abend hat eine lange Tradition. Er findet dann normalerweise statt im Theater am Windthorst-Gymnasium, auch mit großer Besetzung. Die jetzigen Zeiten sind nicht so, dass man Präsenzveranstaltungen dieser Art machen kann. Und wir haben in den letzten Tagen und Wochen viel überlegt, was geht und wie es geht, haben auch lange gewartet, bis wir eine Entscheidung gefällt haben. Und ich bin auch sehr dankbar, dass es uns jetzt gelungen ist, mit Hilfe des Jugend- und Kulturzentrums in Meppen und dem einen oder anderen mehr, das hier hinzubekommen. Und es ist für mich auch eine spannende Geschichte, dass das jetzt so läuft. Und ich möchte allerdings ganz herzlich zunächst mal Professor Drosten danken, dass er gekommen ist. Wir hatten das vereinbart als größere Veranstaltung in Meppen. Und als wir dann so feststellten, das geht alles nicht, dann sagte er, ich komme aber sowieso dahin und dann machen wir es auch in dieser Form. Und das ist nicht selbstverständlich, das war unkompliziert und dafür bedanke ich mich. Ich meine, so kennen wir Sie eigentlich auch vom Fernsehen her, dass Sie unkompliziert sind. Ganz herzlich willkommen hier in Meppen und im Emsland. Danke. Ja, dass dieses so auf diese Art und Weise dann stattfinden konnte, das ist, glaube ich, auch eine sehr gute Entwicklung. Denn das passt etwas zusammen, die aktuelle Diskussion, die wir führen
wie man Zusammenhalt in der Gesellschaft angesichts einer solchen Herausforderung überhaupt organisieren kann. Und dazu hat Windthorst auch im 19. Jahrhundert etwas gesagt. Er hat gesagt, wie müssen die Bedingungen sein, dass Menschen mit unterschiedlichen Vorstellungen, dass die vernünftig zusammenleben können, Toleranz, Anerkennung von Pluralismus. Und manchmal habe ich das Gefühl, da könnten wir heute auch wieder einiges davon lernen, dass wir dieses hinbekommen müssen. Und ich bin Ihnen auch sehr dankbar, wie Sie das Ganze angehen, Herr Drosten. Ich habe hier mitgebracht, Sie haben ja jede Menge Preise bekommen, aber einen auch für Wissenschaftskommunikation, wo Sie einen Preis dafür bekommen haben, dass Sie komplizierte inhaltliche Dinge anschaulich erläutern können. Das ist eine große Kunst, eine Fähigkeit, die wahrscheinlich jemand eher beherrscht, wenn er aus einer Ecke kommt wie hier, weil er es gewohnt ist, komplizierte Sachen zu erläutern. Die Überschrift lautet hier, Sie haben gesagt, die Information der Öffentlichkeit ist so wichtig wie die Entwicklung eines Impfstoffes, weil Sie gesagt haben, ihr könnt forschen, was ihr wollt und auch zu Ergebnissen kommen. Wenn die Menschen das nicht verstehen, dann ist das entsprechend schwierig. Und dafür, glaube ich, sind wir Ihnen sehr dankbar, dass Sie das tun. Und natürlich auch, dass wir sagen, das ist einer, der hierher kommt, der am Marianum in Meppen Abitur gemacht hat und der jetzt aber auch diese Grundeinstellung weiterträgt und damit also entsprechend auffällt. Hier ist Frau Brüster-Haustein, ist schon vorgestellt worden, die Chefin des Windthorst-Gymnasiums, Marc-André Burgdorf, der Landrat. Er ist hier, war als Vorsitzender des Heimatvereins, das ist die Tradition des Windthorst-Abends. Und dabei ist auch René Kollay, der stellvertretende Landrat des Ludwig-Windthorst-Hauses, weil wir uns ja überlegen mussten, wie kriegt man das hin, wenn Fragen online gestellt werden, die hier vernünftig einzubringen. Ein bisschen haben wir auch geklaut bei Fernsehveranstaltungen, wo so etwas passiert. Aber wir versuchen das heute eben auch. Und das ist natürlich eine wunderschöne Geschichte. Wir werden das jetzt so machen, dass zunächst wir Herrn Professor Drosten bitten, seine Thesen vorzutragen, seine Ausführungen hier zu machen. Und dann wird es die Möglichkeit geben zu fragen. Ich sage jetzt mal, Sie haben jetzt das Wort und wir freuen uns darauf. Ja, danke, Herr Küß, und danke, Frau Brüß-Haustein, für die Einladung, für die Einführung und für die Organisation dieses ganz schönen Rahmens hier, muss ich sagen. Das ist jetzt zwar kein Riesenpublikum, aber es ist doch ein sehr angenehmer Raum und ich glaube, wir werden hier die Zeit ganz interessant verbringen, hoffe ich zumindest, dass ich da ein bisschen was beitragen kann. Für mich ein etwas ungewohntes Format. Bei mir gibt es im Prinzip wissenschaftliche Vortragsveranstaltungen, wo man dann viele Dias zeigt und wirklich komplizierte Dinge für ein Fachpublikum, die sich dann natürlich auch so im Detail dafür interessieren, wo es dann zum Teil auch Konkurrenzgefühle gibt und es auch mal hitzig werden kann. Bürgerveranstaltungen sind ja eigentlich anders und die sind auch anders als, ich will mal sagen, Fernsehtalkshows. Man kann vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, man kann vielleicht ein bisschen mehr sagen. Und das will ich jetzt auch mal versuchen. Und ich will jetzt nicht langweilen mit einer Grundübersicht, was ein Virus ist und was Coronaviren im Speziellen sind. Ich glaube, das geht an viele Leute sowieso nicht so heran, sondern ich will einfach mal direkt in die Mitte der Problematik springen. Und zwar heute Morgen. Also ich bin gerade ja auf Besuch bei meinen Eltern oder aus Sicht der Familie bei Oma und Opa. Und da macht man ja Sachen, die man sonst so im Alltagsleben nicht macht. Ich habe zum Beispiel heute Morgen mal um 8 den Fernseher angemacht, was ich sonst morgens nicht tue. Und da sehe ich eine Moderatorin im Frühstücksfernsehen, die sagt, wir verbringen ja jetzt das letzte Wochenende in Freiheit. Und ich habe mich sehr erschrocken darüber. Ich finde, wenn so etwas passiert, wenn in einem öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramm als Selbstverständlichkeit mit solchen Ausdrücken gearbeitet wird, in Bewertung einer gesellschaftlich notwendigen Intervention, die doch eigentlich alle verstehen sollten, dann stimmt etwas nicht mehr. Ich habe damit ein Problem. Und ich finde, wir müssen darüber reden. Und ich finde, auch darüber müssen Wissenschaftler reden. Ich traue mich das immer noch, auch wenn ich manchmal gejagt werde von manchen Medien für diese Dinge.
Ich habe hier nicht etwas mitgebracht, was die Kontroverse eröffnet, die wir im Moment haben in der Öffentlichkeit, sondern etwas, das sie versucht einzuordnen aus der Zeit. Ein Kommentar oder eine Perspektive, geschrieben von 2 hervorragenden Wissenschaftsjournalisten, die ein sehr gutes Beispiel dafür abgeben, wie es auch sein kann und wie man das auch handhaben kann. Einen gesellschaftlichen Dialog sortieren und auch nuancieren. Wir haben ja hier in den letzten Tagen diese Stellungnahme der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gehabt mit 2 auch Fachkollegen von mir, die da allerdings mit Privatmeinungen sprechen und nicht mit Rückendeckung ihrer jeweiligen Fachgesellschaft, wo einige wenige Fachgesellschaften auch unterstützen und was große Wellen geschlagen hat und was natürlich einer Diskussion auch Vorgriff nimmt, die wir sowieso in den nächsten Tagen und Wochen führen müssen, nämlich die über die Sinnhaftigkeit dieser jetzigen neuen Interventionsmaßnahmen. Wir sprechen hier von nicht pharmakologischen oder nicht pharmazeutischen Interventionen in eine laufende Pandemie. Und zwar in eine Pandemie, die von ihrer Gefährlichkeit und ihrer Sterblichkeit nur vergleichbar ist mit der spanischen Grippe im Jahr 1918, 1919. Wir wissen nicht, welche Sterblichkeit dieses Virus heute ausgelöst hätte, wahrscheinlich eine geringere als damals. Damals lief zeitgleich der Erste Weltkrieg, das Penicillin war noch nicht erfunden und wir würden das heute besser beherrschen. Bei diesem Virus haben wir viele Werkzeuge nicht, die wir heute gegen eine Influenza-Pandemie hätten. Wir haben kein Penicillin, wir haben keine Impfstoffproduktion in Hühnereiern, die innerhalb von 6 Monaten umgestellt werden kann auf ein neues pandemisches Virus, sondern wir müssen mit einer ganz neuen Situation zurechtkommen. Ein Virus, das wir so eigentlich nicht erwartet haben. Das SARS-Virus, das im Jahr 2002, 2003 ja das erste Mal kam in anderer Form. Die Form dieses Virus, die Erscheinungsform ist in den molekularbiologischen Details unterschiedlich. So unterschiedlich, dass wir vom ganzen Verbreitungsverhalten hier ein komplett anderes Virus vor uns haben. Zum Glück nicht für die Angriffsflächen einiger pharmazeutischer Substanzen, bei denen wir auf Vorarbeiten zurückgreifen können in der Forschung. Ich komme vielleicht ganz am Ende des Vortrags nochmal dazu oder dieses Statements, das ich hier gebe. Ich muss mal gerade schauen. Ja, genau. Ich würde jetzt gerne mal zu einem nächsten Kapitel kommen und das Kapitel würde ich überschreiben mit dem Begriff Dynamik. Wir haben hier ein dynamisches Geschehen vor uns. In dem Sinne, als wir eine exponentielle Anhäufung von Fällen sehen. Jeder von Ihnen hat schon mal gehört von diesem berühmten R-Wert. Das ist also die Reproduktionsziffer und nicht, wie von manchen in der Öffentlichkeit, R-Faktor genannt wird. Das ist kein Faktor. Das ist etwas komplizierter. Es ist letztendlich die Basis eines Exponentialterms. Im Exponenten steht die Generationszeit, also die Zahl der Wiederholungen solch einer Erkrankung. Und in der Basis steht also die Zahl der Personen, die an einem Infizierten infiziert werden. Also wenn ich jetzt infiziert werde, dann wird in der nächsten Generation bei dieser Erkrankung jetzt im Moment werden im Durchschnitt 1,4 Patienten infiziert werden. Das heißt, es wird immer mehr und selbst bei dieser kleinen Zahl ist das schon beträchtlich. Wenn das eine 2 wäre, dann wäre es eben so eine Exponentialfunktion zur Basis 2, also immer eine Verdopplung, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64 und so weiter. Jeder kennt diese Zahlenreihe und das nimmt eben in kürzester Zeit erschreckende Dimensionen an. Dennoch kann man sich das im Alltagsverstand schwer vorstellen, was das bedeutet. Das Ganze läuft eben an eine absolute Grenze. Diese absolute Grenze kann man im Moment ausdrücken mit verschiedenen Vorstellungswerten, beispielsweise die Zahl der Intensivbetten, die zur Verfügung sind. Wir haben in unseren beiden Nachbarländern Holland und Belgien Intensivbetten im Bereich von 2000 fürs ganze Land und die sind voll. Wenn sich etwas verdoppelt, dann war das in der letzten Wiederholung die Hälfte und wird in der nächsten Wiederholung das Doppelte sein. Wir hatten also in der letzten Verdopplungszeit in diesen Ländern
Und das kann man, das ist jetzt von mir etwas holzschnittartig dargestellt, aber ich mache das jetzt ganz absichtlich, 1000 und in der nächsten werden wir 4000 solcher Patienten haben. Alle diese Parameter verdoppeln sich. Auch die absolute Fallzahl, die ist viel höher. Und es gibt hier keinen Grund zu sagen, es sind ja viel weniger von diesen absoluten Fällen, die ins Krankenhaus müssen und von denen werden nur ganz wenige intensivpflichtig und von denen werden nur ganz wenige sterben. Das stimmt, aber das sind alles nur lineare Umrechnungen. Und jetzt haben wir nun mal in diesen Ländern 2000 volle Intensivbetten. Die Charité in Berlin, eine der größten Unikliniken in Europa, eigentlich die größte Uniklinik in Europa, hat ungefähr als einzelnes Krankenhaus 400 Intensivbetten. Kaum ein anderes Krankenhaus hat so viele Intensivbetten. Die Patienten, die jetzt kommen mit Covid-19-Infektion, werden aber nicht die anderen Patienten gesund machen. Das heißt, die anderen Patienten müssen immer noch behandelt werden. Insgesamt hat die Charité 400 Intensivbetten, 160 sind im Moment mit Covid-19-Patienten belegt. Letzte Woche waren das 80 und in der Woche davor waren das ungefähr 40. Nächste Woche, wenn es alles so weitergeht, werden wir im Bereich von 300 solcher Patienten sein. Und auch das rechnet sich zwangsläufig so durch, in dieser Härte. Die Charité hat aber nur 400. Und die Patienten, die in den restlichen Betten liegen, die werden auch nächste Woche da noch liegen, ob die Covid-19 haben oder was anderes. Die werden nicht plötzlich gesund. Das heißt, die Charité ist im Moment dabei, stückweise noch Intensivbetten in dieser anderen, in dem Restvolumen frei zu bekommen, indem einfach Operationen jetzt runtergefahren werden. Und das machen gerade alle Unikliniken in Deutschland und alle anderen großen Krankenhäuser. Operationen, die zwangsläufig Intensivbetten belegen werden, müssen abgesagt werden. Diese Intensivbetten werden dann in 2-3 Wochen Zeitplanungsfrist frei und können wieder mit Covid-19-Patienten belegt werden, während sich die Zahl der Intensivbetten immer weiter verdoppelt. Im Moment so ungefähr alle 10 Tage haben wir eine Verdopplungszeit, wenn das so weiterlaufen würde wie jetzt. Und wenn die Zahl der Intensivplätze belegt ist, und da sind wir auch in der Charité in Berlin schon kurz davor, in anderen Orten in Deutschland noch nicht so nah dran, aber das ist eine Frage von 2 Wochen, 3 Wochen, die das nachzögert in anderen Bereichen. Die Deutschlandkarte zeige ich Ihnen gleich mal. Dann ist es bei uns so weit wie auch in anderen Bereichen in Europa, zum Beispiel in Norditalien, es gewesen ist, dann müssen wir in eine Triage-Situation gehen. Das bedeutet, wir haben dann auf der Intensivstation einen Patienten mit Covid-19, der ist alt und der liegt da seit einer Woche. Und er hat eine Überlebenschance von ungefähr 30-50%. Vielleicht auch 60, je nach Situation. Also ein beatmeter Intensivpatient, ja, da sind eben die Sterblichkeitsraten deutlich höher. Und dann kommt ein Patient, der ist 35 und hat 3 kleine Kinder. Und der hat die gleiche Krankheit und der hat einen schweren Verlauf. Und wenn Sie den nicht jetzt an ein Beatmungsgerät anschließen, dann ist er übermorgen tot. Das wissen Sie als Intensivmediziner. Was machen Sie? Sie müssen einen der älteren Patienten abmachen. Das ist, was Triage bedeutet. Und aus diesem Grund hat die Bundesregierung beschlossen, in diese Maßnahmen einzutreten, die wir jetzt haben. Weil wir in unserer Kultur, in unserem Kulturkreis ein anderes Ethikverständnis haben. Bei uns zählen alle Menschenleben, wie in anderen Kulturkreisen. In Nordamerika und Kanada zum Beispiel hat man einen gesellschaftlichen Konsens über eine andere ethische Auffassung der Wertigkeit von Menschenleben in der medizinischen Behandlung. Man spricht dort von Years of Life Lost. Also wie viele Lebensjahre gehen bei diesem Patienten verloren, wenn er jetzt stirbt? Also wie ist die Restlebenszeit und wie ist es bei einem anderen Patienten? Und dann wird gegeneinander aufgewägt. Und da gibt es seit der Schweinegrippe-Epidemie, die übrigens eine sehr hohe Intensivbelastung hatte in einigen Gebieten, solch einen Konsens. Man ist also durch solche ethischen Diskussionen durchgegangen. Das haben wir nicht gemacht und das wollen wir auch nicht. Darum sind wir jetzt in dieser politischen Entscheidungslage. Wir wollen mal
ein bisschen weitergehen. Und zwar auch mal so unter dem Begriff Dynamik nochmal betrachtet, wie sind eigentlich unsere Chancen? Wir sehen hier zum Beispiel die Zahl der Verstorbenen, die aufgetreten sind in Italien und in Deutschland. Das sind diese beiden blauen Kurven, die hochgehen und dann ganz flach werden. Und dieses Flachwerden kommt daher, dass man in beiden Ländern einen Lockdown gemacht hat. Und dieser Lockdown hat diese Kurve einfach komplett abgeflacht. Und die rote Kurve, die Sie hier sehen, ist ein anderes Land mit einer sehr ähnlichen Bevölkerungsstruktur, mit einer europäischen Bevölkerungsstruktur, Argentinien. In Argentinien kam das Virus genau zur gleichen Zeit an wie in Europa, in den meisten europäischen Ländern. Die Verbindungen hier, gerade im spanisch sprechenden Raum, sind sehr eng. Das ist letztendlich ein spanisches Virus. Wir können das nachvollziehen. Das ist Tage später in Argentinien angekommen. Und es gab auch in Argentinien einen Lockdown. Dieser Lockdown wurde durchgehalten bis ungefähr so hier, wo der Mauszeiger ist. Das ist so ungefähr Mitte Juni. Und es war ein südamerikanischer Lockdown. Das bedeutet ein sehr strikter Lockdown, wo die Patienten zu Hause waren und pro Haushalt einmal eingekauft wird, pro Woche. Und dann gibt es strikte Polizeikontrollen. Das war also ein sehr harter Lockdown. Und Sie sehen, dass trotz dieses Lockdowns diese Stufe hier, diese rote Kurve immer weiter ansteigt. Sie sehen die linear ansteigen, das ist also so eine Gerade. Das liegt aber nur daran, dass es eine logarithmische Skala ist. Das heißt, in Wirklichkeit ist das hier ein exponentieller, explosiver Zuwachs. Und warum ist das so, dass diese Kurve hier unaufhaltsam ansteigt, obwohl es einen Lockdown gibt? Es gibt eine hinreichende Erklärung dafür. Argentinien liegt auf der Südhalbkugel. Dort war Winter, als das Virus kam. Und wir gehen jetzt in den Winter. Das ist der Punkt, den wir uns klar machen müssen. In einem Land, in dem wir eine Eintragung hatten, in dem die Epidemie auch ein bisschen angelaufen ist, wie bei uns auch, in dem nicht ganz strikt, ganz am Anfang, wie in Australien, aggressiv kontrolliert wurde, sieht es im Winter so aus. Und das kommt auf uns zu. Wir müssen deswegen eben uns klar machen, in welcher Situation wir uns hier befinden. Ich zeige Ihnen ein paar Konnotationen für Deutschland. Also links sehen Sie die deutsche Karte, Sie sehen, wie das eingetragen wurde. Sie sehen, dass der Südwesten überbetont ist, der ist auch immer noch ein bisschen überbetont. Rechts sehen Sie die jetzige Verteilung der Inzidenz. Wir sehen gleichzeitig aber auch eine Diffusion in der Breite. Und wir hatten damals tatsächlich eine sehr starke Zunahme pro Zeit, eine sehr kurze Verdopplungszeit. Die ist jetzt etwas langsamer bei uns im Moment. Das liegt daran, dass zum Beispiel alle Masken tragen und dass allgemeine Maßnahmen ja die ganze Zeit in Kraft waren. Und unter diesem Effekt haben wir ein etwas langsameres Zuwachsen, aber dieses Zuwachsen kommt jetzt aus der vollen Breite, aus dem ganzen Land, nicht aus diesen paar Landkreisen hier, die auf der linken Seite die Zündfunken der ersten Welle waren. Da ging die erste Welle los. Und wenn es nur in so ein paar Flecken losgeht und schnell losläuft, dann kann man da aber draufhauen und kriegt das auch schnell wieder kontrolliert. Wir haben jetzt aber eine ganz andere Situation. Es läuft langsam und drückend und mit brutaler Gewalt, weil es eben so eine rot gepflasterte Karte jetzt ist, weil das Virus von überall her kommt. Und das ist das Problem, mit dem wir umgehen müssen. Und dann müssen wir eben mit Störgrößen umgehen in der Kommunikation. Also ich sehe mich auch vielleicht als eine Figur, die in der Öffentlichkeit Kommunikation betreibt. Die Politiker tun das zum Glück jetzt auch mehr und mehr. Es gibt eine Gruppe engagierter Wissenschaftler, die das auch immer wieder macht und die sich immer noch dafür hergibt, sich in Talkshows zu setzen. Ich kann das leider immer weniger machen, weil ich inzwischen von anderen Medien dann ausgenutzt und angegriffen werde. Aber es gibt Leute, die noch nicht so verbrannt sind wie ich. Und die müssen gegen Irrglauben kämpfen. Zum Beispiel, das hier ist die Inzidenzkurve aus der ersten Welle in Deutschland. Und Sie sehen hier, ich zeige das, ja, ich zeige es vielleicht mit der Maus, hier war so das Verbot von großen Versammlungen, also beispielsweise Fußballstadien. Das war so die Zeit, als der Gangelt-Ausbruch
lief und gleichzeitig noch in der Gegend ein großes Fußballspiel und man sich darüber aufgeregt hat. Und in der Woche danach war das dann verboten. Dann wurden die Schulen geschlossen in der Woche danach und dann gab es diese generelle Distanzierungsregel, also den Lockdown. Und dann gibt es Leute, die sagen, hier ist doch die R-Kurve und man sieht, schon eine Woche vorher war die ja abgeflacht. Also wir haben hier am 16. und 23. hier wurden die Schulen geschlossen und hier wurde im Prinzip der Lockdown verhängt. Und man sieht doch, das ist vorher alles schon runter gewesen. Hier war schon der Gipfel und das ist vorher gesunken. Und dieser ganze Lockdown war doch umsonst. Das hat sich doch von selbst eingedämmt, das Virus. Und es sind Professoren, die sowas sagen. Ein Wirtschaftswissenschaftler aus Hannover propagiert diese Irrlehre unter Ignorierung aller wissenschaftlicher Fakten. Und ich habe es am letzten Sonntag noch von einem anderen Wissenschaftler, der auch kein Naturwissenschaftler ist, reproduziert gehört. Der hat das wieder gesagt. Der hat gesagt, da beißt die Maus keinen Faden ab. Der R-Wert, der ging doch schon runter vor dem Lockdown. Diese fundamentalen, brachialen Fehlinformationen sind in der Öffentlichkeit und stören den Zusammenhalt der Gesellschaft gegen dieses Riesenproblem, das wir haben. Ich kann Ihnen kurz erklären, woher dieses Artefakt kommt. Was wir hier sehen, ist wieder März und April. Und was wir sehen, ist diese schwarzen Balken. Das ist das Zuwachsen der Laborkapazität. Wir haben ja in Berlin in unserer Arbeitsgruppe diesen ersten PCR-Test entwickelt und den in ganz Deutschland verteilt. Aber das hat natürlich gedauert, bis alle Labore in Deutschland das konnten. Und gleichzeitig kam das Virus. Wir sind jetzt hier in der 2. Aprilwoche, 2., 3. und 4. Märzwoche. Und Sie sehen, wie hier die Laborkapazität von 100.000 auf 250.000 auf 350.000 anwächst in diesem 3-Wochen-Fenster. Und gleichzeitig sehen Sie, wie die Positivitätsrate steigt. So, hier passieren also zwei Dinge. Die Bevölkerung hat immer mehr Fälle und gleichzeitig können die Labore diese Fälle immer besser nachweisen. Das heißt, wir haben einen übermäßigen Anstieg. Die gemeldeten, wahrgenommenen Zahlen, die sind nicht nur die Krankheitszahlen, die steigen, sondern das ist auch die Laborkapazität, die gleichzeitig steigt. Und dieser übermäßige Anstieg geht in die Statistik. Und dann sehen Sie ab hier, Ende März, wie das ein konstantes Niveau erreicht. Und das ist bis heute oder bis zum Sommer hin, später wurde das nochmal deutlich erhöht, aber bis zum Sommer hin war die Testbenutzung ungefähr gleich bei 350.000 pro Woche, während in diesem Rahmen sich aber dann die Nachweisrate verändert hat. Die blieb erstmal über so 3 Wochen relativ konstant und dann ging sie runter. Und nur das hier ist der eigentliche Effekt des Lockdowns, dieses Runtergehen, während was wir hier haben, also das übermäßige Ansteigen und dann ist die Laborkapazität da und dann steigt es nur noch so an, wie es in Realität ist. Das heißt, das ist eine Verlangsamung. Erst übermäßig und dann mäßig. Dann die Realität. Erst überreal, dann real. Das bedeutet, für die Statistik im Nachhinein betrachtet, ist das eine Verlangsamung. Das ist aber etwas, was ein Physiker eine Schwingung nennt. Das ist eine Gegenbewegung eines Übereffekts. Ein reines statistisch-mathematisches Artefakt. Wissenschaftler wissen das, diejenigen, die sich damit beschäftigen. Aber Nebenwissenschaftler, also Wissenschaftler, die auch Wissenschaftler sind, aber aus anderen Disziplinen und die sich in Talkshows gerne zu so etwas äußern und gerne in Talkshows gehen, die verbreiten mit einer riesen Zuhörerschaft solche Fehlinformationen, ohne das überhaupt zu wollen. Die haben das einfach nicht verstanden, da ist kein böser Wille dahinter. Aber das beschreibt ein Problem, gegen das wir zusätzlich kämpfen, zusätzlich zu diesen ganzen Irrlehren, die wir im Moment haben. Wir haben ein anderes Problem im Moment, das auch dazu zwingt, dass wir in den Lockdown gehen. Das ist dieses Missverhältnis. Sie sehen, das ist die gesamte Kurve in Deutschland. Sie sehen in Gelb die Meldungen und Sie sehen in Blau den Erkrankungsbeginn. Und Sie sehen, dass hier plötzlich in der Jetztzeit, wir sind jetzt hier, ganz viele Meldungen da sind ohne Erkrankungsbeginn. Und warum ist das so? Weil die Gesundheitsämter das nicht mehr nachfragen können, wann denn die Symptome begonnen haben. Sie sehen hier die Überlastung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Das ist ein anderer, alleine hinreichender Grund, warum wir diese Maßnahmen jetzt brauchen. So, ich muss immer zwischendurch mal kurz auf die Uhr schauen, weil wir ja irgendwie eine Dreiviertelstunde uns beschäftigen sollen mit der ganzen Thematik. Ja, ich
gehe mal hier an einen anderen Punkt in dem Vortrag. Und zwar, was wir ja jetzt machen, ist Wellenbrecher. Das ist also das Wort, das Karl Lauterbach eigentlich geprägt hat dafür. Im Englischen sagt man ein Circuit Breaker, also ein Stromkreisunterbrecher, also eine Sicherung, ja, Schutzschalter, Überlastschalter, wie immer das man nennen will. Und da ist etwas impliziert, das vielleicht so ein bisschen bildlich gesprochen ist, nämlich den kann man auch leicht wieder reindrücken. Das ist also jetzt, was wir vorhaben in Deutschland. Wir wollen eigentlich nicht in einen Lockdown gehen im Sinne der ersten Welle. Es gibt da von einem amerikanischen Analysten, der ist eigentlich ein Wirtschaftsmensch, der ist aber sehr gut in seiner Betonung auch von Analyse von solchen Krankheitsausbrüchen. Der hat diesen Begriff The Hammer and the Dance, also der Hammer und der Tanz, geprägt für die Intervention, für die nicht pharmazeutische Intervention. Das heißt, wenn so eine Krankheit neu kommt und man weiß nichts, dann kann man da nur mit dem Hammer draufhauen. Man kann nichts anderes machen, weil man weiß nicht, wo man das Problem anfassen soll. Und dann beginnt die Zeit des Tanzens, also so eine Art Tanz mit dem Tiger. Also der Tiger, der könnte einen beißen, aber man könnte ihn auch irgendwie bändigen. Man weiß noch nicht so, wo man ihn anfassen soll, aber man lernt mit der Zeit dazu. Und dazu gehört eigentlich jetzt nicht, dass man nochmal wieder den Hammer auspackt zu diesem Konzept. Und dieser Analyst, der heißt Thomas Pueyo, der hat gesagt, dass die Länder, sowohl Nordamerika als auch in Europa, nicht richtig gelernt haben zu tanzen. Das hat nicht geklappt. Wir müssen das jetzt also nochmal versuchen nachzulernen und wir müssen da jetzt eine Pause einlegen wegen der Probleme mit den Intensivstationen. Und diese Pause sollte aber jetzt zeitlich befristet sein. Wir machen jetzt, und da gibt es hier zum Beispiel eine Arbeit, die ich mal zeige, kann man jetzt wahrscheinlich an dem Monitor kaum erkennen. Wir machen jetzt mal eine Überlegung und eine Modellrechnung, nehmen die Altersstruktur der Bevölkerung, nehmen die Infektionstätigkeit und überlegen uns, wo Infektionen übertragen werden und machen ein kompliziertes, komplettes mathematisches Modell und rechnen mal aus, was das bringen würde, mal 2 Wochen Pause zu machen oder 3 Wochen oder 4 Wochen mit und ohne Schulen, mit und ohne Kitas und so weiter. Verschiedene soziale Situationen, verschiedene Effizienzen dieser Kontaktbeschränkung. Alles das kann man in solche Modelle einrechnen. Und es stellt sich raus, der allentscheidende Faktor, wenn man so etwas machen will, ist, dass man es früh macht. Also es ist wichtig, dass man früh interveniert, nicht, dass man dann sehr aggressiv interveniert. Mit anderen Worten, macht man das 3 Wochen zu spät, muss man viel aggressiver und vor allem viel länger intervenieren, um einen nachhaltigen Effekt zu haben, eine Zeit, die man gewinnt, in der man dann bestimmte Dinge verbessern kann, was die Fallverfolgung beispielsweise angeht. Und es wäre naiv, jetzt zu denken, und ich sage das jetzt nur, um klarzumachen, das kommt nicht aus dem leeren Raum. Also man macht das nicht aus dem hohlen Bauch. Das ist nicht so, dass Frau Merkel in einer 3-stündigen Konferenz mit den Ministerpräsidenten eine Verhandlung führt und dabei kommt raus, was jetzt beschlossen wurde, sondern im Hintergrund gibt es Wissenschaftler, die diese Theorie auch durchsteigen, die solche Modellrechnungen selber auch anstellen. Die haben wir auch in Deutschland. Und die beraten die Politik natürlich. Da gibt es Gruppenberatungen. Also es kommt selten vor, dass ein Wissenschaftler die Politik alleine berät. Das wäre nicht gut. Da würde man dann eine Einzelmeinung aufsitzen. Das hat in Deutschland eigentlich nie stattgefunden, sondern es gab immer eine Beratung der Politik mit einer ganzen Runde von Experten, die entweder gleichzeitig vor der Politik sitzen und sich dann auch ein bisschen auseinandersetzt. Und das ist für die Politik manchmal ganz informativ. Dann merken die, wo sind sie sich eigentlich alle einig und wo fangen sie an, aufeinander rumzuhacken. Also wo ist der Punkt, wo man es einfach jetzt gerade nicht weiß. Wo ist die Grenze des Wissens? Das kommt dabei ganz gut raus. Aber es gibt auch die andere Form der Politikberatung, das einzelne Telefonat mit einem Einzelwissenschaftler, wo in der Tat, also jemand wie Herr Spahn oder Frau Merkel, einzeln mit Wissenschaftlern telefoniert. Und zwar, die werden dann alle nacheinander abtelefoniert.
weil man dann vielleicht zeiteffizienter ist. Dann holt man sich so die wichtigen Informationen und dann fragt man diese Informationen wieder von einem anderen ab. Und das ist manchmal zeiteffizienter. Beide Arten von Politikberatung gibt es. Es gibt nicht die Art von Politikberatung, die in den Medien dargestellt wird. Drosten flüstert Frau Merkel was ein und die macht das dann. Totaler Unsinn. So etwas kann es nicht geben und wird es nicht geben. Und wenn unsere Politiker so etwas machen würden, dann wären die in kürzester Zeit weg vom Fenster. Dann wären sie einfach inkompetent. Und hier ist es also auch so, dass es durchaus eine theoretische Grundlage gibt für das, was jetzt gemacht wird, was jetzt in der Öffentlichkeit auch kommuniziert wird. Die Frage ist nur, reicht das aus? Und man sieht an diesen Modellrechnern hier schon, wenn man nicht zusätzlich etwas ändert, dann wird das nicht ausreichen. Das hier ist jetzt eine Modellrechnung für Großbritannien. Wir wollen da jetzt auch nicht im Detail einsteigen. Ich zeige das mehr so ein bisschen als Gedächtnisstütze, um zu sagen, das ist hier nicht im luftleeren Raum. Und genauso ist es nicht gut, wenn im luftleeren Raum irgendein Berufsverband von Ärzten, der jetzt nicht theoretisch hier verwurzelt ist, einfach mal aus dem hohlen Bauch sagt, naja, wenn alle nur Maske tragen und sich voneinander entfernt halten und guter Dinge sind, dann kriegen wir das auch so in den Griff. Nein, wir werden das nicht so in den Griff kriegen. Die Mathematik spricht dagegen. Wir haben das gerechnet. Und wenn wir das rechnen, dann wissen wir auch, dass das hier zum Beispiel, diese Kurven, die man hier sieht, das sind Berechnungen, die gehen bis in den Januar rein. Also mit anderen Worten, wenn man in verschiedenen Varianten einer solchen Intervention jetzt interveniert, dann hat man noch bis zum Januar was davon. Bis Ostern ist das hier nicht gerechnet. Aber wir müssen die Dauer der jetzigen Problematik, der jetzigen zweiten Welle mal bis Ostern uns vorstellen. Das heißt, das trägt alles nicht über lange Zeit. Das kann über Wochen, das kann auch über 2 Monate tragen. Aber wenn wir dann weitermachen wie bisher, trägt es nicht. Das heißt, man muss dann zusätzlich etwas verbessern. Und ich will, und das würde ich jetzt mal hier unter mein vorletztes Kapitel stellen, das ich mir hier aufgeschrieben habe. Da ist die Überschrift, was wir inkubieren. Also, worüber brüten wir eigentlich gerade rum in diesen Beratungsgremien, wenn wir unter Wissenschaftlern untereinander reden, aber auch dann wieder mit der Politik. Ich nenne Ihnen 2 Hauptpunkte dabei. Das eine ist eine Veränderung der Strategie im Vorgehen des öffentlichen Gesundheitswesens. Ich habe dazu einen Vorschlag in der Öffentlichkeit gemacht, den ich im August schon in der Zeit veröffentlicht habe. Da war ich aber nicht der Urheber des Gedankens, sondern ich habe das vielleicht mal in Deutschland erklärt. Das kommt aus Japan, diese Idee, und das basiert auf einem sehr frühen Verständnis, das die Japaner entwickelt haben von der ungleichen Verteilung dieser Infektionserkrankung in der Bevölkerung und von der schnellen Verbreitung der Infektionserkrankung in der Bevölkerung. Ganz einfach gesagt, diese Krankheit verbreitet sich so, dass 20% aller Infizierten die gesamten Infektionen in der nächsten Generation hervorrufen. 80% infizieren niemanden. 20% sind die, die das Virus überhaupt nur weitergeben. Wir sprechen da von Überdispersion, also eine sehr schiefe Verteilung dieser R-Ziffer. Die ist ja ein Mittelwert und dieser Mittelwert ist aber nicht schön wie eine gaußsche Glocke verteilt, sondern total schief. Und das führt eben dazu, dass 20%, 80%, die Folgegenerationen infizieren und 80% nicht beteiligt sind. Wenn man das übersetzt in Infektionsgeschehen, dann bedeutet das, dass diese Krankheit sich in Clustern verbreitet, in Fallnestern, wo also diese Krankheit eingetragen wird in einer hohen Gleichzeitigkeit. Also wenn wir hier so ein Superspreading-Cluster wären, so eine Gruppe, und wir infizieren uns, also ich wäre hier der Infizierte und ich würde jetzt alle infizieren, dann werden so ziemlich alle gleichzeitig krank, die hier sitzen, oder sie werden nicht mehr krank. Wir haben nicht so ein schwelendes Geschehen wie bei der Influenza, erst der eine, dann der nächste, dann der übernächste und dann so langsam wird es mehr, sondern das wird explosiv eingetragen und alle gleichzeitig kriegen innerhalb von einem 2-3 Tagesfenster Fieber, die hier sitzen. Und die kein Fieber kriegen, die kriegen es eher auch nicht mehr. Und die Frage ist, wie erkennen wir so ein Cluster? Und daran ist mein Vorschlag, und da schließen sich mehr und mehr Wissenschaftler in Deutschland jetzt auch an. In Japan ist das lange
konsentiert und in vielen anderen Ländern, gerade in englischsprachigen Ländern, ist das auch lange verstanden, aber es ist auch dort schwer, das umzusetzen, weil es ein bisschen Bruch mit einem normalen Vorgehen im Gesundheitsamt ist. Das normale Vorgehen ist, ich, Patient, spreche mit dem Amtsarzt und der Amtsarzt sagt mir, Sie sind jetzt gerade frisch diagnostiziert, also an Ihnen kann man sich anstecken, Sie müssen zu Hause bleiben. Und außerdem sagen Sie mir mal, wen Sie in den letzten 2, 3 Tagen so getroffen haben, da hatten Sie ja schon Fieber, die könnten Sie infiziert haben, da müssen wir hinterher telefonieren, dass die auch zu Hause bleiben. Das nennt man Quarantäne, das erste Isolation. Also Infizierter wird isoliert, Kontaktperson wird in Quarantäne gesetzt, so kann man sich das merken, also IIKK. Diese Quarantäne, die greift aber nicht sehr kurz. Sie sehen hier das Ganze mal grafisch dargestellt. Sie sehen hier den Infektionsverlauf und die Infektiosität. Hier auf der X-Achse sehen Sie den Verlauf in Tagen. Tag 0 ist der Beginn der Symptome. Das hier ist die Virusausscheidung. Am Tag vor Symptombeginn ist die maximal. Und dann wird die schon weniger. Und hier nach 3, 4 Tagen Symptomen werden wir meistens erst diagnostiziert. Man kriegt Fieber, man glaubt es erstmal nicht so ganz, man schläft eine Nacht drüber. Dann geht man mal zum Arzt, der sagt, oh, lieber erst heute Nachmittag vorbeikommen. Der nimmt dann eine Probe und dann wird die transportiert zum Labor. Und das Labor transportiert die nochmal weiter zu einem Zentrallabor. Da wird getestet, dann kommt der Befund, dann ruft der Arzt an. 4 Tage vergangen seit Beginn der Symptome. Aber am Tag 4 nach Symptombeginn sind wir kaum noch infektiös. Wenn jetzt das Gesundheitsamt sagt, isolieren und Quarantäne, also die Isolation, das können wir uns schon vorstellen, das bringt gar nicht mehr viel. Wir sind schon fast nicht mehr infektiös. Aber auch diese Quarantäne bringt nicht viel. Diese Einsaat in das Superspreading-Cluster ist hier passiert, zu der Zeit, als die Virusausscheidung maximal war. Und bis jetzt, bis 4 Tage später, sind hier kaum Leute eigentlich krank. Die kann man schon unter Quarantäne setzen, alles klar, ist nicht verkehrt. Aber von denen gehen im Moment eigentlich keine Infektionen aus. Wir haben aber ein ganz anderes Problem. Was der Mensch im Gesundheitsamt mich vor allem hätte fragen müssen, und das tut er auch, das fragen die tatsächlich, ist, können Sie sich eigentlich vorstellen, Herr Drosten, wo Sie sich infiziert haben? Wo haben Sie das her? Und dann muss ich sagen, naja, also die Inkubationszeit von der Krankheit ist ja 6 Tage ungefähr und heute ist Tag 4 des Symptombeginns, also sind wir jetzt bei Tag 10 nach meinem Infektionsereignis im Mittel. Wo war ich denn vor 10 Tagen? Wo kann ich denn das herhaben? Wissen Sie, wo Sie vor 10 Tagen waren? Keiner weiß das. Wissen Sie, ob Sie vor 10 Tagen in einem öffentlichen Verkehrsmittel waren? Viele tun das jeden Tag. Woher wollen wir also wissen, wo wir uns infiziert haben, wenn wir uns das nicht aufschreiben? Der Vorschlag, der hier mitschwingt, ist, jeder Bürger sollte ein Cluster-Kontakttagebuch führen. Jeden Abend schreibe ich mir auf, ob ich in so einer clusterverdächtigen Situation war. Heute Abend schreibe ich mir auf, ich saß hier in einem Raum, das waren große Abstände, aber es waren doch ein paar Leute da. Ich schreibe mir das mal auf. Und wenn in 10 Tagen Fieber kommt, werde ich das berichten. Diese Identifikation von Quellclustern ist entscheidend, wegen der Synchronizität des Einsatzes dieser Infektion in die Gruppe. Dieses Quellcluster ist voller Infizierter. Das köchelt. Die jungen Leute in dem Quellcluster haben ganz milde Symptome und werden nicht deswegen zum Arzt gehen. Die sind aber gerade jetzt im Moment hochinfektiös. Und von diesen Leuten starten jetzt gerade im Moment mindestens 3 bis 4 Infektionsketten und wahrscheinlich auch ein Cluster in der Zeit, in der Gruppengröße, wie das hier skizziert ist in dieser Grafik. Und das ist genau das Problem. Wir müssen einen Paradigmenwechsel hinkriegen in der Fallverfolgung im öffentlichen Gesundheitsdienst. Und das ist extrem schwierig, denn da sind gesetzliche Hürden am Werk. Um so ein Quellcluster zu behandeln, müssen wir ja hingehen und sagen, aha, Herr Drosten, Sie sagen, da haben Sie sich also infiziert. Machen wir mal jetzt Fantasie hier in dieser Gruppe. Da gibt es eine Namensliste, okay, aber wir wissen ja, dieses Cluster ist jetzt hochinfektiös. Alle diese Leute sind hochinfektiös. Wir haben jetzt keine Zeit, die alle zur Diagnostik zu schicken. Das dauert ja wieder 4 Tage, bis Ergebnisse da sind. Das heißt, was wir machen müssen, ist, wir müssen jetzt auf Verdacht diese ganze Gruppe in Heimquarantäne setzen. Und dafür gibt es im Moment keine gesetzliche Grundlage. Das müsste man ändern. Das sind also die Schwierigkeiten, vor denen wir hier stehen. Keine infektiologisch
technischen Schwierigkeiten, sondern regulative Schwierigkeiten, die wir dennoch stemmen müssen. Und das bei all dem politischen Gegenwind, also das ist gar kein Wissenschaftlerproblem, es ist ein reines Politikproblem. Aber bis in die kleinsten Verästelungen des Föderalsystems. Solche Probleme werden am Ende vom Leiter des Gesundheitsamts gelöst und vom Mut des einzelnen Amtsarztes und der einzelnen Amtsärztin. Und das ist hier die Herausforderung. Ein anderes, Moment, jetzt wird das hier schwarz, jetzt muss ich gerade nochmal zurückgehen. Ein anderer Punkt, der sehr ermutigend ist, wie ich finde, ist die neue Perspektive mit den Antigentests. Das ist also das Zweite, was wir inkubieren. Das will ich in den letzten 3-4 Minuten noch gerade erklären. Es gibt jetzt am Markt neuerdings so kleine Tests, die sehen aus wie ein Schwangerschaftstest. Das sind wirklich so kleine Plastikkassetten. Und die funktionieren auch genauso, nur eben nicht mit Urin, sondern mit einem Nasenabstrich. Und das Interessante daran ist, dass die für dieses Virus relativ empfindlich sind gegenüber solchen anderen Testen für zum Beispiel Influenza-Virus, wo die nicht so gut funktionieren. Und um das ganz kurz zu übersetzen, wir sehen hier wieder so eine Virusausscheidungskinetik, wieder X-Achse Symptome und Y-Achse die Wahrscheinlichkeit, dass man sich infiziert. Das ist also jetzt hier nicht die technische Virusausscheidung, sondern einfach eine Wahrscheinlichkeitsdichte, dass man sich infiziert. Und man kann auch hier sagen, nach der ersten Woche der Symptome ist auch die Infektiosität offenbar vorbei. Und das können wir übersetzen in Laborwerte. Wir können sagen, der durchschnittliche Patient, und das sind jetzt in diesem Fall hier 5 wissenschaftliche Studien, die wir dafür ausgewertet haben. Eine von uns ist auch dabei, aber eben man nimmt dann auch immer welche von anderen Gruppen zusätzlich. Wir können sagen, der durchschnittliche Patient hat am Ende dieser ersten Woche noch mit ungefähr 20% Erfolgschance ein lebendes Virus, das wir im Labor isolieren können, in Zellkultur. Das machen wir jetzt nicht jeden Tag, das ist eine aufwendige Labormethode, aber für solche wissenschaftlichen Untersuchungen haben wir das gemacht. Jetzt können wir noch einen anderen Schluss machen. Und zwar, wir können sagen, wenn wir Proben haben, die eine Wahrscheinlichkeit von 20% haben, ein Virus zu isolieren, wie viel RNA-Viruslast ist da drin? Also technische Viruslast im Massenlabortest. Und da können wir sagen, hier ist also auf der Y-Achse diese Proportion und hier ist der 20%-Punkt, hier rüber extrapoliert. Da liegen wir zwischen 1 Million und 10 Millionen Kopien Virus pro Abstrich aus dem Rachen, pro Abstrichtupfer. 1 Million und 10 Millionen Kopien. Und wenn wir jetzt das nochmal übersetzen in die Empfindlichkeit dieser neuen Antigentests, dann können wir sagen, genau in diesem Umschlagsbereich liegt auch die Empfindlichkeitsgrenze dieser Antigentests. Mit anderen Worten, dieser Antigentest erlaubt uns eine Vorhersage darüber, ob jemand infektiös ist. Also, wir können vielleicht demnächst, wenn alle mitmachen, alle Meinungsträger mitmachen, die Politik das mit Mut übersetzt in Richtlinien und die Medien das nicht zerstören durch irreführende Informationen und so weiter, dann können wir vielleicht dahin kommen, dass wir 2 Arten von Diagnostikfragen stellen können. Erstens, bin ich infiziert? Habe ich die Krankheit? Das ist das, was wir heute auch machen, die Standard-PCR. Und jetzt kommt was Neues dazu. Bin ich infektiös? Ist dieser Patient jetzt, hier und jetzt gerade infektiös? Und das können wir lösen mit so einem kleinen Kassettentest, den wir an Ort und Stelle machen können, wo wir das Ergebnis sofort kriegen. Überlegen Sie sich, was man damit alles machen kann in einer zweiten Intervention, in einer zweiten nicht pharmazeutischen Intervention, die wir jetzt haben, einführen und dann das Ganze weitertragen. Wir können diese Tests an der Zugangstür des Altenpflegeheims machen. Wir können diesen Test direkt in der Familie machen, wo ein Amtsarzt oder der Hausarzt eine Untersuchung eines Clusters macht. Wir können den Arbeitgebern sagen, sie haben hier eine Gruppe von 15 jungen Mitarbeitern, die haben alle keine schweren Symptome, die sind alle schon längst wieder gesund, die hatten alle die Krankheit, die waren jetzt in Isolation, die müssten jetzt eigentlich noch weitere 10 Tage in Isolation, heute ist Tag 4 oder 5. Jetzt könnten wir die eigentlich freitesten. Und wenn der Test negativ ist, können die wieder zur Arbeit. Sicher. Vielleicht noch mit ein bisschen Mundschutz tragen, aber ansonsten alles fein. Denn wir haben ja hier ein Virus vor uns, das eben doch in der Masse der Bevölkerung
kein gesundheitliches Problem macht, gerade bei jungen Leuten, bei dem Kern unserer Arbeitskraft. Wo aber dieser Kern der Arbeitskraft eine Infektionsgefahr ist und deswegen eben doch ausfällt, weil er zu Hause isoliert werden muss. Und das sind genau die schwierigen gesellschaftlichen Abwägungen, Wirtschaft versus Gesundheit. Und da trifft sich auch Wirtschaft und Gesundheit. Und da müssen wir hin. Das ist jetzt in den nächsten paar Wochen während dieses Wellenbrecher-Lockdowns die große Herausforderung. Das ist es, was wir inkubieren. Sagen wir mal, in den Beratungsgremien. Darüber wird gerade gesprochen. Und wir müssen aus diesem Kurzzeit-Lockdown anders rauskommen, als wir reingegangen sind. Nämlich mit besseren Methoden und einer veränderten Strategie und an einigen Stellen einer Öffnung von Regulation. Und wenn es nur zeitweise ist und wenn es das brutale Instrument eines Ministerialerlasses braucht hier und da, das muss möglicherweise passieren. Ja, damit bin ich eigentlich am Ende der Ausführungen und ich hoffe, dass das für Sie interessant war und dass wir vielleicht noch weiter darüber diskutieren können. Ja, schade, dass wir die Redezeit begrenzt haben auf 45 Minuten. Ja, irgendwann ist es genug. Ich glaube, ich spreche nicht nur für mich, also ich hätte Ihnen noch Stunden zuhören können. Herzlichen Dank, Professor Drosten, hier für diesen ja sehr beeindruckenden und bildhaften Vortrag. Ich denke nur an The Hammer and the Dance, in dem Sie uns wirklich sehr verständlich komplexe Zusammenhänge dargelegt haben, in dem Sie auch noch mal deutlich gemacht haben, wie gefährlich Irrlehren sind und Halbwissen und auch, wie wichtig der gesellschaftliche Diskurs ist. Ich denke an Ihr Eingangszitat von heute Morgen, ich glaube aus dem NDR war das, hatten Sie gesagt. Und eben auch, wie wichtig hier der gesellschaftliche Zusammenhalt ist und dieser sehr eindrückliche Appell für einen Paradigmenwechsel. Und ich denke, hier haben wir so viel Stoff bekommen, dass es mit Sicherheit genügend Fragen entweder aus unserem Online-Publikum oder eben hier aus unserem Publikum gibt, das live dabei sein kann. Ja, ich starte dann einfach mal. Es gibt eine ganze Reihe Fragen, die nicht in die Tiefe der Analyse von Professor Drosten natürlich einsteigen, aber natürlich die Auswirkungen auf die Gesellschaft in den Blick nehmen. Vor allen Dingen, die meisten Fragen richten sich auf den Bereich der Schulen. Da ist eine zentrale Anfrage gekommen, wie weit wirklich also auch einerseits die Gefährdung der Kinder im Kita-Bereich, im Grundschulbereich, im weiteren Bereich, ob es da neuere Studien gibt, weil es immer wieder auch unterschiedliche Einschätzungen gibt und umgekehrt, wie weit auch die Öffnung der Kitas und Schulen natürlich auch zu Überträgern auch dazu führen kann. Das ist eine Frage aus dem Bereich der Schulen. Eine weitere, die Frage ist, wie weit auch da die Maßnahmen noch greifen müssten, dass eben halbe Lerngruppen nur da sind. Die Frage, die auch kam, vielleicht als drittes noch in dem Bereich, der Vorschlag mit den Erweiterungen der Winterferien, was Sie davon halten. Vielleicht erstmal diese 3 Fragekomplexen für den Bereich Schulen. Ja, also das Schulthema ist eines der kontroversesten Themen überhaupt, auch innerhalb der Wissenschaft, muss man sagen. Das Problem, was wir hier haben, ist ein Beobachtungsproblem. Also wir haben eigentlich all unsere Erfahrungen über die Verbreitung dieser Erkrankung in Schulen durch Beobachtungen an Schulen, die zu Zeiten gemacht wurden, als das Virus gar nicht in der Umgebung der Schulen waren, also in großen Zeiträumen während des Lockdowns in der ersten Welle und dann in der nachlaufenden Zeit, als wir in Deutschland nur ganz wenig Inzidenz haben, weil wir am Ende der ersten Welle eben sehr stark gebremst hatten und offenbar unter gewisse Schwelleneffekte gekommen sind, die die Inzidenz in Deutschland ganz niedrig gehalten haben. Und ein Virus, das nicht da ist, kann auch nicht in die Schule eingetragen werden und dann wird es in der Schule auch nicht verbreitet. Und wir hatten Fehlauffassungen in der Öffentlichkeit in Deutschland, die daher kamen, dass gewisse Medien in eine Richtung gearbeitet haben, das so darzustellen, dass dieses Schulthema nicht relevant ist. Und dass dann tatsächlich an einigen Stellen von der Politik das auch
sagen wir mal, aufgenommen wurde und auch noch mal wiederholt wurde, zum Teil etwas übersteigert wiederholt wurde. Das ging so weit, dass aus bestimmten Kultusministerien so Informationen kamen, wie die Schüler und die Kinder, die sind eigentlich geradezu Bremser des Infektionsgeschehens. Eine vollkommene Fehlauffassung, die auf keiner wissenschaftlichen Datengrundlage steht. Wir haben bei der Beobachtung der Virusausscheidung in verschiedenen Altersgruppen ziemlich übereinstimmend den Eindruck, dass gerade bei den allerjüngsten Kindern, nicht bei den meisten Schuljahrgängen, sondern eher Grundschule und unterhalb der Grundschule, vielleicht etwas weniger Viruskonzentration im Hals ist und in der Nase ist. Das ist aber ein Bereich von so einem Faktor 3 oder so, wo man eigentlich sagen muss, das ist virologisch, infektionsbiologisch nicht relevant. Und dann gibt es eben bestimmte Dinge, die nur Leute wissen, die diese Daten selber generieren und nicht diejenigen, die diese Daten dann wieder sekundär auswerten und daraus wieder neues Wissen machen. Ich als jemand, der im Labor verwurzelt ist, weiß, dass man, das kann sich hier auch jeder gut vorstellen, dass man bei einem Kleinkind nicht mit so einem Abstrichtupfer arbeiten kann, den man für einen Erwachsenen nimmt. Diese Erwachsenen-Abstrichtupfer, die kriegt man bei einem Kleinkind überhaupt nicht in die Nase rein. Und selbst die Kinderabstrichtupfer, die viel dünner sind, die kriegt man bei jungen Kindern auch nicht in die Nase. Das bedeutet, also erstens, so ein Erwachsenenabstrichtupfer, der hat ungefähr 5-, 6-mal so viel Volumen und Virus dran kleben wie ein Kinderabstrichtupfer. Und das ist schon mehr als dieser Laborfaktor von 3 bis 4, den wir so sehen in den Viruskonzentrationen. Alleine das könnte schon erklären, warum Kinder scheinbar weniger Virus haben. Das wissen aber nur Leute, die in der Praxis verwurzelt sind. Die wissen, wie man bei einem Kind einen Abstrich macht und wie diese Abstriche dann im Labor ankommen. Da ist einfach viel weniger Probe dran. Und darum ist da natürlich auch weniger Virus gemessen im Labortest. Und dann kommt dazu, dass man bei kleinen Kindern in der Regel gar keinen Nasenrachenabstrich machen kann. Die wehren sich und hauen. Das heißt, man macht einen Rachenabstrich statt Nasenrachenabstrich und da ist weniger Virus, als wenn man über die Nase reingeht. So, es könnte also sein, dass selbst diese kleinen Unterschiede in der Viruskonzentration, die wir sehen, eine reine Verzerrung der Realität sind und dass wir das sehen, was wir eigentlich auch erwarten, dass alle Menschen gleich sind für dieses Virus und das Virus überall sich gleich verbreitet. Dann kann man noch sagen, Kinder haben ein kleineres Lungenvolumen, das stimmt. Das heißt, wenn sie atmen, scheiden sie weniger Virus aus, aber sie schreien mehr, sie sind viel näher aneinander dran und deswegen gibt es nach meiner Auffassung keine vernünftigen Gründe zu denken, dass Kinder weniger infektiös sind und dass das Infektionsgeschehen in Kitas und Schulen weniger ist als anderswo. Es gibt wohl Studien, und zwar die Mehrheit aller Studien, wo man einfach dann schaut. Man zählt mal 100 Kinder und 100 Erwachsene, wer hat sich wie infiziert und das Ergebnis ist immer dasselbe. Die Kinder haben weniger Hinweise auf Infektionen. Aber, wie gesagt, eine Familie im Lockdown wird immer über die Erwachsenen infiziert werden, weil die ja trotz des Lockdowns zum Einkaufen rausgehen beispielsweise und die Kinder sind nun mal zu Hause. Und dann ist es natürlich auch so ein System, bei dem die Krankheit erfasst wird wegen Symptomen, wird immer die Erwachsenen zuerst und überbetont erfassen, weil die haben viel mehr Symptome bei dieser Erkrankung. Das liegt aber nicht daran, dass die mehr Virus haben. Das hat immunologische Gründe. Und deswegen ist meine Auffassung, die ich nicht als Meinung bezeichnen will, einige würden sagen, das ist die Meinung von dem Drosten. Viele Leute, die so strukturiert sind wie ich, die also laborverwurzelt sind und wirklich Virologen sind, die sagen das genau wie ich auch und die sehen das in ihren Studien genauso. Und wenn die Studien machen in Kitas und Schulen, dann sehen die dieselbe Virushäufigkeit bei Kindern wie bei Erwachsenen. Das liegt zum Beispiel daran, wenn ein Virologe eine Studie in einer Kita macht, dann macht er bei den Kindern keine Rachenabstriche, sondern Analabstriche, weil man weiß, das kann man bei Kindern viel einfacher machen. Und im Stuhl ist genauso viel Virus wie im Hals. Und wenn man die Frequenz der Infektion sehen will, macht man bei kleinen Kindern halt einen Analabstrich beim Windeln wechseln. Ganz einfach. Würde aber jemand, der rein theoretisch verwurzelt ist, nicht drauf kommen. Und die machen häufig eben solche größeren Studien und die haben relativ lückenbehaftete Daten noch in der Zeit dieser ersten Welle gesammelt und nach der ersten Welle über den Sommer, dann waren Ferien. Deswegen haben wir diese Datenlücken. Und mit einer vernünftigen Auffassung, die viele mit mir teilen und die wir auch in die Politikberatung einfließen lassen,
müssen wir eben sagen, das ist eine gesellschaftliche Situation, die man vergleichen muss gegen andere gesellschaftliche Situationen. Da muss man einfach Prioritäten setzen. Alles ist irgendwie gefährlich, wo Leute aufeinander kommen, auch da, wo Schüler aufeinander kommen. Aber die Schulen sind besonders wichtig. Darum müssen die aufbleiben und andere Sachen bleiben eben zu. Also man könnte natürlich auch sagen, Restaurants sind besonders wichtig, das ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Und dann kann man einfach das gegeneinander halten. Also in so einer Schulklasse sitzen 20 Leute und im Restaurant sitzen auch 20 Leute. Was schließen wir jetzt? Was ist uns wichtiger? Und die politische Entscheidung, die, wie ich finde, auch richtig getroffen wurde, ist, die Schulen sind wichtiger. Und damit müssen wir jetzt arbeiten. Wir müssen jetzt beobachten, wie beispielsweise unter der jetzigen zweiten Welle mit offen gelassenen Schulen in diesem temporären Wellenbrecher-Lockdown sich die Schulen entwickeln. Das wissen wir einfach nicht. Das müssen wir jetzt ergebnisoffen beobachten. Und man kann nur hoffen, dass zum Beispiel das jetzt weit verbreitete Maske tragen in den Schulen eben doch auch die Infektion durchbricht, dass auch das Vermindern von Freizeitaktivitäten nach der Schule einen Beitrag leistet. Das halte ich für sehr wichtig, dass man sagt, wir haben in den Schulen ja klare Regeln, wir haben zum Teil sogar bestimmte Korridore, wo man in eine Richtung läuft und dann in die andere, dass man sich nicht so viel begegnet, dass nicht so viel Rummel in den Pausen ist. Und das kann man alles gut kontrollieren, aber dann darf man nicht den Fehler machen, dass man dann nach der Schule sagt, so jetzt alle in denselben Bus und was ihr jetzt macht, ist uns egal. Und dann treffen sich eben doch alle nochmal zum Videogucken irgendwo und infizieren sich dort. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass man auf sowas achtet. Aber ansonsten ist meine ganz ehrliche Auffassung, dass wir hier eine Prioritätensetzung haben. Jetzt waren wir ja gerade beim Thema Schule und wir haben ja zwei Schüler hier, Marie und Justus. Gibt es von eurer Seite noch, sei es zum Thema Schule, eine Frage oder eben eine andere Frage? Ich hätte noch eine andere Frage. Und zwar nicht Marie, warte, bis das Mikro da ist. Ich hätte noch eine andere Frage, und zwar nicht zum Thema Schulen, allerdings in Bezug auf einen zukünftigen Impfstoff. Vielleicht haben Sie schon davon gehört, in Dänemark gibt es ja die großen Nerzenfarmen. Und da gab es ja auch so gewisse Vorfälle, dass sich die Tiere mit Corona infiziert haben, und zwar von den Arbeitern, weil, ja, genau, und die werden ja jetzt auch massenweise getötet und so weiter und so fort. Und Forschung zufolge ist es ja auch so, dass der Coronavirus teilweise in diesen Nerzen mutiert ist. Und würden Sie sich impfen lassen von einem zukünftigen Impfstoff, wenn er vielleicht schon längst überholt ist, weil das Virus schon komplett andere Eigenschaften hat, weil es vielleicht schon wieder mutiert ist? Ja, das muss man hier nicht erwarten. Also ich weiß jetzt nicht, worauf Sie sich genau beziehen bei den Nerzfarmen. Aber erstmal, das stimmt. Karnivore, dazu gehören Nerze, die sind empfänglich. Dazu gehören übrigens auch Haushunde. Und einige andere. Hamster sind übrigens auch sehr empfänglich. Das sind keine Karnivore. Also dieses Virus ist eben aufgrund einer ganz bestimmten Eigenschaft in der Lage, viele Tierarten zu infizieren und den Menschen sehr gut zu infizieren. Und das verbreitet sich jetzt rasend schnell. Und man stellt zu Recht die Frage, bei dieser schnellen Verbreitung, müsste das jetzt nicht mutieren und sich ständig weiterentwickeln? Und da kann man zwei Dinge zur Beruhigung dagegen sagen. Das erste ist, die Coronaviren sind nicht so wie Influenza-Virus so ganz starke Drifter. Also das Influenza-Virus, das ist ein Virus, das ist so ein bisschen wenig greifbar. Also das Oberflächenprotein von dem Virus ist ständig in einer Fortbewegung. Das liegt ein bisschen am Replikationsmechanismus dieser Viren. Die machen relativ viele Fehler. Und die Coronaviren machen weniger Fehler. Das kann man schon mal sagen. Also Coronaviren sind von ihrem Replikationsapparat nicht so fehlerträchtig. Ich halte das aber für gar nicht wichtig. Also die machen schon auch Fehler. Es gibt andere Gründe, warum die Coronaviren relativ fehlerarm auch in der freien Wildbahn in Erscheinung treten. Das sind evolutionsbiologische Gründe, da spielt Rekombination eine Rolle. Aber es gibt noch ein anderes, also halten wir es fest, also erstmal Coronaviren machen prinzipiell nicht so viele Mutationen wie Influenza. Und dann gibt es ein anderes Argument, das sich auch bis heute bewahrheitet. Das ist, dass der Grund, warum Influenza-Virus sich so schnell verändert,
eigentlich ist, dass dieses Virus immer gegen einen Immundruck ankämpfen muss aus der Bevölkerung. Also das Virus will im Menschen bleiben und sich verbreiten und der Mensch wird aber ja immun nach der Infektion. Darum muss die Ausprägung des jetzigen Immunsystems im Menschen, in der Herde des Menschen umgangen werden, indem sich das Virus weiterentwickelt. Das heißt, das ist hier ein Ausweichen gegenüber einem Selektionsdruck. Wir sind in einer ständigen Vorwärtsevolution, wir sind unter ständiger positiver Selektion bei diesem Protein, bei dem Hämagglutinin. Darauf wird das Influenzavirus selektiert und da besteht auch die Impfantwort. Und das ist bei den Coronaviren aus einem ganz einfachen Grund nicht der Fall. Das Virus ist neu. Das hat freie Bahn. Das hat keinen Selektionsdruck, gegen den es ankämpfen muss. Das darf so bleiben, wie es ist. Und das tut es im Moment auch. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund für das Virus, Änderungen zu machen. Jede Änderung in der Evolution ist immer grundsätzlich erstmal schlecht, mit größerer Wahrscheinlichkeit als gut. Darum sind wir hier in einer Situation schon seit geraumer Zeit, die nennen wir reinigende Selektion, Purifying Selection. Und die wird auch sicherlich so bleiben, bis eine Herdenimmunität in den Weltbevölkerungen hergestellt ist. Und dann wird dieses Virus auch driften. Aber bis dahin sind die Impfstoffe wahrscheinlich schon in der zweiten Generation verfügbar. Es ist nicht damit zu rechnen, dass die jetzigen Impfstoffe vielleicht überholt sind, wenn sie dann in den Markt kommen. Vielen Dank. Gibt es aus dem Publikum hier noch eine weitere Frage? Ja, dann würde ich noch ganz Ich gerne... glaube, Hier hatten wir eine. Herr Kamp? Und zwar beschäftigt mich seit längerem die Frage, wie man in Medien mit Statistiken umgeht. Am Anfang war es ja Mich so, auch. dass man lange die Verdopplungszeit sich als Wert angeguckt hat und dann war aber nie klar, was ist überhaupt die Datengrundlage, auf wie viele Tage zurück bezieht man sich. Was muss sich Ihrer Meinung nach in Zukunft in Bezug auf Statistiken, die in den Medien vermittelt werden, vielleicht auch noch mehr erklärt werden oder finden Sie es so gut, wie es gerade ist? Also ich glaube, man muss in der Öffentlichkeit, also in den Medien, immer die Kompliziertheit rausnehmen. Das heißt, derjenige, der die Kompliziertheit rausnimmt, hat die Verantwortung für das, was er da eigentlich simplifiziert. Ne? Also das ist immer so, Kommunikation mit der Öffentlichkeit ist Simplifikation bis an und auch knapp über die Schmerzgrenze der Korrektheit. Ne? Also bei dem, was ich zum Beispiel in dem Podcast sage, kriege ich manchmal total beleidigte Zuschriften von Physikern zum Beispiel, die mir sagen, Herr Drosten, was erzählen Sie denn da für einen Unsinn? Das ist ja, das hält ja keiner mehr aus. Dann schreibe ich denen zurück, das hält kein Physiker mehr aus. Ja, so. Und dann ist es schon klar, dann verstehen die das auch und meistens ist dann auch wieder ganz gute Stimmung. Also man ist einfach leider, wenn man wirklich von der Wissenschaft in die Öffentlichkeit geht mit der Kommunikation, gezwungen, die Dinge so zu vereinfachen, dass sie leider hier und da auch schon falsch sind. Man muss nur aufpassen, dass sie nicht komplett verdreht sind und eine gegenläufige Interpretation stimulieren oder zulassen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und dann ist immer die Frage, wer übersetzt das da? Wer ist dafür zuständig? Und da kann man nur sagen, die meisten Wissenschaftsjournalisten sind zum Glück naturwissenschaftlich ausgebildet. Es gibt nur relativ wenige von denen. Und es wird immer dann schwierig, wenn über solche wissenschaftlichen Dinge berichtet wird von Journalisten, die nicht jetzt im Bereich von Wissenschaftsjournalismus arbeiten, sondern im Bereich von politischem Journalismus, wo es ganz andere Werkzeuge gibt, die wahrscheinlich beim Umgang mit Politikern auch erforderlich sind. Das Kontrastieren, die Provokation, weil man sonst einfach die Informationen nicht rauskriegt, die man für die Bevölkerung aus der Politik rauskitzeln muss und möchte. Das ist aber bei der Wissenschaft ja ganz anders. Und dann haben Sie eben immer dieses Problem einer Simplifizierung ohne eine wissenschaftliche Bewertung des Inhalts. Ne? Also da sehen Sie dann eben diese berühmten Grafiken in großen Zeitschriften oder in Nachrichtensendungen. Da steht dann gar keine Einheit dran oder da werden Sachen miteinander verglichen bei zwei Grafiken, wo die Y-Achse ganz anders ist. Einmal ist logarithmisch, einmal linear und so weiter. Solche Dinge. Und dann auch so zum Beispiel diese Auffassung, der R0-Wert oder RT-Wert, der muss beachtet werden, auch wenn eigentlich nur 300 Infektionen pro Tag gemeldet werden. Das ist lächerlich.
Da brauchen wir nicht drauf achten. Da müssen wir auf die Zahl schauen. Während später, wenn wir viel Inzidenz haben, dann müssen wir auf RT schauen und weniger auf die Inzidenz. Weil wir ja wissen, das ist ja jetzt, wir können ja höchstens noch die Veränderung der Positivitätsrate in der gesättigten Laborkapazität betrachten. Ne? Also wir können nicht mehr sagen, die gezählten Fälle sind ein Abbild der Realität. Die korrelieren nur noch mit einem gewissen Umrechnungsfaktor mit der Realität und der ist ab einem bestimmten Zeitpunkt auch nicht mehr linear. Das ist die Schwierigkeit. Aber es liegt an dem, der es übersetzt. Und das sind nicht immer, also man kann das nicht von allen Journalisten verlangen, leider. Ja, ich würde ganz gerne nochmal einen weiteren Themenbereich nennen, der also ganz häufig hier angefragt wird, natürlich in der Bewertung auch der momentanen Maßnahmen. Ich nehme mal stellvertretend Lukas Schmidt. Er fragt, die neuen Maßnahmen gehen bis Ende November. Angenommen, dass die Welle dann gebrochen wurde, wie lange dauert es, bis die nächste Welle kommt? Steuern wir auf einen Jojo-Effekt zu? Also viele Fragenden, die sagen, müssen wir im Grunde genommen auch möglicherweise sogar über den Zeitpunkt der Einsätze des Impfstoffes immer mit wiederkehrenden Zyklen rechnen. Ja, also die Konzeption, das ist eigentlich eine Frage nach der Konzeption. Ne? Also was ist eigentlich auf der Agenda jetzt in der Politik oder auch in der wissenschaftlichen Strategiesetzung, in der Beratung? Wir wollen natürlich keinen wiederholten Lockdown. Wir wissen aber noch nicht, ob das nicht vielleicht möglich sein wird. Und es ist auch nicht so, dass jetzt festgelegt ist, dass bis Ende November alles so bleibt wie jetzt. Also es ist beispielsweise von der Politik auch festgelegt worden, dass Mitte November nochmal eine Zwischenevaluierung stattfindet und dann auch nochmal eine neue Ministerpräsidentenrunde stattfindet. Also das jetzt mal so zur unmittelbaren Zukunft. Ich denke, alle rechnen im Moment damit, dass wir erheblich die Neuinzidenz senken werden und damit auch durchaus bis Weihnachten erstmal wieder vieles zurücksetzen können. Ich glaube, vielen bis allen ist klar, dass es während der Zeit dieses Wellenbrechers im Hintergrund eben Arbeiten braucht, um den Umgang auf Populationsebene, zum Beispiel durch die Gesundheitsämter, zu verändern und zu verbessern. Das geht auch so weit, dass man im Moment bereits daran denkt, auch diese Schnelltests besonders schnell als Home-Test zuzulassen. Das würde normalerweise ein Jahr dauern oder so. So lange darf das nicht dauern. Also wir müssen es hinkriegen, dass man das irgendwann praktisch in der Drogerie kaufen kann, wie ein Schwangerschaftstest, und zu Hause benutzen darf, mit all den Unsicherheiten dieser Teste. Aber die Testung zum Beispiel ist einer der Pfeiler dieser Fortentwicklung. Und wir hoffen eben auf diese Art und Weise, dass man dann eben zu Jahresbeginn über eine verbesserte Clusterverfolgung, über neue Werkzeuge, die man hat, auch in der Einzeldiagnostik, so eine Mischung hat aus einer relativ kontrollierten Situation, was die Maßnahmen angeht in der Bevölkerung. Also man wird kontaktbeschränkende Maßnahmen weiter brauchen. Man wird wahrscheinlich mehr brauchen als nur Maske und Abstand, als nur die AHA-Regeln. Also man wird hier und da wohl auch Maßnahmen weiter aufrechterhalten müssen. Aber man kann vielleicht an einigen Stellen auch sehr einschneidende Maßnahmen sein lassen, wie zum Beispiel jetzt eben eine komplette Kontaktbeschränkung für Besucher in Altenpflegeeinrichtungen oder bestimmte Obergrenzen von Infektionszahlen, die man nur tolerieren kann, weil sich in Krankenhäusern Ausbrüche einstellen. Da kann man auch hoffen, dass man viel besser hinterherkommt mit Testmethodik. Und dann ist es eben so, dass die Verfügbarkeit eines Impfstoffes ein realistischer Pfeiler auch dieser Strategie ist. Also es ist nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in allen Ländern, in allen Industrieländern so, dass man auf einen Impfstoff setzen muss. Man hat gar keine andere Wahl. Es wird manchmal in der Öffentlichkeit suggeriert, naja, ob die Impfstoffe überhaupt irgendwann funktionieren, das weiß doch kein Mensch und wir müssen das anders lösen. Man muss eben mit dem Virus leben lernen. Aber das ist kompletter Unsinn, solange man dahinter keine quantitativen Vorstellungen hat, Zahlenvorstellungen. Mit dem Virus leben lernen heißt ja letztendlich Infektionen zulassen. Aber bis wohin kann man die zulassen?
die kann man so lange zulassen, bis die Gesundheitsämter die Fallverfolgung nicht mehr schaffen. Wenn es außer Kontrolle ist, kommen wir wieder in den exponentiellen Anstiegsbereich und dann haben wir wenige Wochen, bis die Intensivstationen voll sind und wir wieder in der Triage-Überlegung sind, in der ethischen Debatte. Das heißt, zwangsläufig, wenn wir an die Kapazitätsgrenze einer effizienten Fallverfolgung kommen durch die Gesundheitsämter, muss was gemacht werden. Da reichen keine Reden mehr. Da reicht nicht mehr, dass man ja mit dem Virus leben lernen muss. Man wird mit dem Virus leben lernen, nachdem die Pandemie durch ist, nachdem Herdenimmunität etabliert ist, nachdem also in Deutschland vielleicht 50 Millionen oder 60 Millionen Leute infiziert sind. Und das geht nur auf erträgliche Art und Weise. Zunächst mit einer Impfung der besonders gefährdeten Gruppen und dann mit einem schrittweise weiterlaufen lassen, einem schrittweise Tolerieren von höheren Infektionszahlen jeden Tag, nachdem eben die Gruppen, in denen hohe Sterblichkeit und hohe Zahlen von Intensivaufnahmen zwangsläufig auftreten werden, nachdem diese Gruppen geschützt sind mit einer ersten, sagen wir mal, Lieferung von Impfstoff von verschiedenen Firmen, eine Indikationsgruppenimpfung, dann muss man mehr zulassen, ohne dass das komplett aus dem Ruder läuft. Denn was man dann sehen wird, das muss man sich auch klar machen, ist eine neue Art von Intensivpatienten. Wenn man sehr viele Infektionen in der Bevölkerung zulassen will, hat man in der Bevölkerungsgruppe, die dann ohne Risikofaktor betroffen ist, zwangsläufig bei den jungen, mittelalten Erwachsenen wieder die schweren Fälle dabei. Die sind in der Altersgruppe zwar seltener, aber die existieren. Und wenn wir mehr absolute Fälle haben, dann haben wir in dieser Quote auch wieder eine große Zahl von absoluten Fällen und dann werden junge Patienten auf den Intensivstationen liegen. Und spätestens dann braucht man etwas zusätzlich zu einem Impfstoff, nämlich antivirale Medikamente, die wirklich durchgreifen. Also ohne zusätzliche antivirale Medikamente wird es auch nicht gehen, sonst verliert man junge Leute auf der Intensivstation. Und da ist die Toleranz noch viel, viel geringer. Wenn es erstmal gesellschaftlich dann, sagen wir mal, zur Auffassung geworden ist, dass eben auch mitten im Leben stehende junge Leute, und das ist eben, also nur von der Vorstellung des Patienten, das ist der 35- bis 40-jährige Vater einer jungen Familie. Ich sage deswegen Vater, weil Männer überbetont sind, auch in diesen Jahrgangsgruppen. Wenn die erstmal sterben, dann wird es auch wieder einen neuen Lockdown geben, wenn man das nicht kontrollieren kann. Das ist gesellschaftlich nicht tolerabel. Das müssen wir uns auch alle klar machen. Und ich bin kein Freund von diesen Sonntagsreden, die ohne Inhalt sind, wo man sagt, mit dem Virus leben lernen, ohne dass man sich dahinter was vorstellt. Meine Vorstellung existiert dazu nicht. Ich sehe nicht, wie wir mit diesem Virus leben lernen, bevor wir nicht Herdenimmunität haben. Und wir müssen dahin kommen, dieses Erreichen der Herdenimmunität, entweder durch echte Infektion oder durch Impfung. Das ist die Wahl. Das wird in vielen Altersgruppen ohne Impfung erstmal gar nicht gehen. Und die echten Infektionen in diesen anderen Altersgruppen, die kann man nicht ohne weiteres tolerieren. Man kann nicht dann einfach sagen, Ostern lassen wir die Bremse locker und ab dann ist die Pandemie beendet. Das wird so nicht sein. Vielleicht darf ich noch einmal beim ersten Teil Ihrer Antwort nachhaken. Da sind Sie ja noch mal konkret auf Maßnahmen eingegangen und auf die Agenda. Und wir haben ja hier unseren Landrat sitzen. Also was würde das denn jetzt hier für unseren Landrat auf der Agenda heißen fürs Emsland? Naja, also dasselbe wie für viele andere Landräte auch. Also das sind eben da dann wirklich die harten Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Also beispielsweise kann ein Landrat natürlich in einer Situation, in der es aus dem Ruder läuft, auch sagen, das ist schön, wenn deutschlandweit die Schulen offen bleiben dürfen, aber wir müssen sie jetzt nur mal jetzt hier im Moment schließen. Es geht nicht anders. Ja. Solche Entscheidungen sind dann zu treffen und die darf und muss ein Landrat dann treffen. Da bleibt es hängen. Das ist letztendlich die schwierigste Entscheidungsstelle im gesamten föderalen System, weil es leider durchgereicht wird. Vielleicht ergänzen darf, am Montag wird ja hier in Niedersachsen eine neue Verordnung in Kraft treten. Und da ist eben das Beispiel Schulen auch geregelt. Da hängt man das an die 7-Tages-Inzidenz. Und wenn man in der 7-Tages-Inzidenz über 100 ist und an einer Schule eine Maßnahme bereits von der unteren Infektionsschutzbehörde verfügt wurde, dann geht es in den Plan B, nämlich die getrennte Beschulung. Und darüber hinaus, und da haben Sie recht,
sagt der Verordnungsgeber, der Landrat, der Oberbürgermeister einer kreisfreien Stadt, kann aber noch mehr machen. Und dann ist es die untere Behörde, die dann entscheiden muss, was bedeutet dieses kann. Ich würde nochmal zum Stichwort Testung eine Frage von Herrn Kirschen aus Meppen einbringen, der nochmal nachfragt, wie es sein kann, geht vielleicht natürlich erstmal an Professor Drosten, aber auch an den Landrat, dass Schlachthofmitarbeiter zweimal wöchentlich getestet werden, während viele Mitarbeitende in Krankenhäusern, in Altenpflegeeinrichtungen, in Lehrkräfte und Kitas eben deutlich weniger oder gar nicht getestet werden. Welche Bedeutung messen Sie der Testung zu? Vielleicht erstmal an Dr. Drosten. Naja, also bei den Schlachthofmitarbeitern ist es anders als bei Krankenhausmitarbeitern so, dass die keine spezielle persönliche Schutzausrüstung tragen. Ne? Also es gibt natürlich bestimmte Maßgaben, jetzt auch in der neuen Teststrategie für die Testung von Krankenhausmitarbeitern und medizinischem Personal, dass man die in einem regelmäßigen Rhythmus auch testet. Das ist alles total richtig. Aber alle Krankenhausmitarbeiter sind natürlich entsprechend ihres Patientenkontaktes auch ausgestattet mit entweder Mund-Nasenschutz oder auch FFP2-Masken, also entsprechende Arbeitsschutzdinge, die in solchen Schlachthöfen einfach nicht möglich sind. Da ist dann zusätzlich noch diese kalte Umgebungstemperatur, die körperliche Arbeit und so weiter. Und das rechtfertigt eben Sondermaßnahmen, die so übrigens auch nicht in allen Schlachthöfen in Kraft sind, sondern wahrscheinlich lokal. Ich weiß gar nicht, wie es hier im Emsland ist sicherlich jetzt gerade wegen der Ausbrüche, die es, glaube ich, auch hier gab, so, dass man da mal härter durchgegriffen hat mit Diagnostik. Aber die Mitarbeiterdiagnostik im Bereich der Krankenhäuser ist eigentlich schon eine sehr hohe Sicherheit, die man einlegt. Bei den Schulen muss man erstens sagen, man kann auf keinen Fall alle Schüler in Deutschland einmal pro Woche testen. Es sind zu viele Schüler. So viele Tests kann man in Deutschland nicht machen. Das sind ungefähr 11 Millionen Schüler. Wir haben aber eine Testkapazität, die das so leider einfach nicht hergibt. Die liegt bei 1,7 Millionen im Moment. Und damit müssen wir die ganze medizinische Versorgung abdecken. Und die wird eher weniger, weil es eine Marktkonkurrenz um diese Testreagenzien gibt. Bei den Lehrern ist es in der Regel so, dass man einen sehr niederschwelligen Zugang zu Diagnostikverfügbarkeit hat. Also Lehrer kriegen niederschwellig eine Diagnostik. Und Lehrer sind Erwachsene in den Altersgruppen, in denen man eigentlich davon ausgehen kann, dass 80% der Infizierten klare Symptome kriegen. Und keiner weiß ganz genau bei den 20%, ob da nicht auch noch ein Halskratzen dabei ist. Das heißt, Lehrer sind da eigentlich so zu betrachten wie auch viele andere Mitglieder der Gesellschaft. Die müssen sich natürlich testen lassen und weil eben Lehrer eine besondere Exposition haben, das muss man einfach sagen, die gehören zu den Berufen, das sind nicht die einzigen Berufe, für die das gilt, versucht man da häufig einen besonders niedrigschwelligen Zugang herzustellen. Ja, ich habe nochmal eine sehr konkrete Frage, die eine Dame gestellt hat, in der Frage, welche Konsequenzen für ungeborenes Leben mit der Virusinfektion in Verbindung steht. Mit der Infektion. Also zum Glück relativ wenig. Also es ist bei dieser Erkrankung nicht so, dass Schwangere notorisch sehr schwer krank werden. Also bei der Influenza ist das so. Das führt dazu, dass man Schwangere bei der Influenza in der Impfindikation drin hat. Das heißt, das ist eine Impfung, die man gerade in der Schwangerschaft sogar macht. Bei gesunden Schwangeren ab dem 3. Monat und bei Schwangeren, die irgendeinen Risikofaktor haben, schon auch in das erste Trimenon reinimpfen mit dem Influenza-Impfstoff. Das macht man jetzt wahrscheinlich erst sehr, sehr spät, wenn man einen Impfstoff haben wird für dieses Virus, weil man eben sieht, dass Schwangere zwar schon deutliche Verläufe haben, aber man kann jetzt nicht sagen, dass es ein ganz besonders hohes Risiko gibt für diese Infektion mit der Schwangerschaft. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Schwangeren komplett so sind wie die Normalbevölkerung. Das ist bei fast keiner Infektionskrankheit der Fall. Aber wir haben hier kein Sonderproblem für die Schwangeren. Und weil Sie sagen, ungeborenes Leben, es gibt andere Virusinfektionen, sagen wir mal Zytomegalie-Virus oder Zika-Virus, natürlich ganz typisch. Aber auch bei den bakteriellen Infektionskrankheiten gibt es da einfach so bestimmte Beispiele, wo man ganz typischerweise eine Schädigung des
des Fötus oder früher noch des Embryos hat. Ganz schwere Schäden natürlich zum Beispiel durchs Rötelnvirus. Das kommt heute praktisch gar nicht mehr vor, weil ja die Mütter alle geimpft sind. Und so eine Situation haben wir überhaupt nicht bei diesem Virus. Das ist also kein Virus, das aktiv den Fetus oder den Embryo befällt. Ja, vielleicht eine vorletzte Frage noch aus dem Themenbereich Clusterverfolgung. Der Fragende verweist eben auf die Erfolge in China und in Taiwan, zu sagen, okay, unter einer sehr, sehr konsequenten politischen Anordnung ist das möglich. Ist das ein Indiz dafür, dass das bei uns in Deutschland in der Demokratie, in der föderalen Demokratie eben nicht gelingen kann? In dem Maße. Also wir haben in diesen asiatischen Ländern natürlich einen ganz anderen Umgang mit Identitätsrechten und so weiter, mit Persönlichkeitsrechten, mit Datenschutz und die zum Teil sehr einschneidenden Maßnahmen in der Fallverfolgung, also über Handys, die man hat, wo eine App drauf ist, die dann sagt, es gab einen Kontakt und das ist kein freundlicher Hinweis wie bei unserer Contact Tracing App, sondern da wird der Hintergrund des Handys dann rot und man muss das Handy der Polizei vorzeigen. Und wenn die Polizei sieht, der hat ein rotes Handy, dann muss der sofort in seinen Wohnbezirk zurück. Und wenn das ein zweites Mal passiert, dann hat das drakonische Strafen zur Folge. Solche Maßnahmen gibt es in einigen asiatischen Ländern. Es gibt auch solche Contact-Tracing-Apps, bei denen man dann im Prinzip von der Polizei eine SMS bekommt, wo gesagt wird, Sie müssen sofort in Quarantäne. Und wenn nicht, machen Sie sich strafbar. So eine Fallverfolgung wäre in Deutschland nicht durchzusetzen. Und ich sage das jetzt einfach ohne jede politische Wertung. Aus infektionsbiologischer Sicht könnte man damit natürlich diese Epidemie auch in Deutschland viel besser eindämmen. Das ist ganz klar. Als Bürger würde ich das jetzt auch nicht wollen. Als Wissenschaftler sage ich, das wäre ein ziemlich guter Weg, das zu machen. Also da bin ich jetzt... Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin da innerlich gespalten. Also ich habe so für mich selbst ein gutes Verhältnis zur Wissenschaft. Aber ich möchte als Bürger das auch nicht, dass ich eine SMS kriege, wo vielleicht sogar noch ein technisches Artefakt dahinter ist. Wer weiß, ob das am Ende sogar stimmt. Das wird ja in vielen asiatischen Ländern auch einfach mit in Kauf genommen. Egal, ob man zu Recht oder zu Unrecht isoliert wird. Hauptsache isoliert. Und dann gibt es natürlich noch andere Faktoren. Also in einem Kleinstaat wie Taiwan ist so etwas sehr durchgreifend möglich. In einem Riesenflächenland wie China passiert das auch nur als eine Maßnahme. Es gibt eine andere Maßnahme, über die wird auch schon in der Öffentlichkeit berichtet. In China wird bereits geimpft, und zwar wahrscheinlich mehr, als wir uns das im Moment vorstellen. Es sind schon mehrere Totimpfstoffe zugelassen in China. Die sind sehr früh gemacht worden. Diese Totimpfstoffe kann man sehr schnell herstellen. Die haben manchmal Nebenwirkungen, manchmal aber auch nicht. Und es sieht so aus, als hätten sie bei dieser Erkrankung gar nicht so schlimme Probleme. Die Chinesen haben sich dazu ganz schnell entschlossen und das staatlich produziert. Das hat in westlichen Ländern in keinem Land stattgefunden, eine staatliche Produktion von einem Totimpfstoff. Aber dieser Impfstoff wird jetzt in China schon eingesetzt. Und ich denke, das trägt inzwischen auch schon hier und da lokal ein bisschen zur Kontrolle mit bei, zusätzlich zu den doch sehr drastischen Fallverfolgungsmaßnahmen. Ja, bevor ich vielleicht eine letzte Frage mit Blick auf die Uhr stelle, einfach nur noch mal der Hinweis an alle Fragenden. Ich konnte leider nur einen gewissen Teil, gefühlt 20% der Fragen an Professor Drosten weitergeben. Bitte um Verständnis, dass im Rahmen dieses Zeitkontingents natürlich nicht mehr möglich war. Von daher sind einige Fragen, die kriegen keine direkte Antwort. Eine letzte Frage, die ich ganz gerne an Professor Drosten richten möchte. Eine Fragerin verweist darauf, dass auch morgen hier in Meppen eine Querdenker-Demo stattfindet. Und sie fragt, ob Sie dorthin gehen würden, in der Hoffnung, mit Ihrer Kompetenz, mit Ihrem Hintergrundwissen doch etwas bei diesen Personen bewegen zu können. Also meine Erfahrung damit ist eigentlich eher so eine Erfahrung in der E-Mail und so weiter. Und ich sehe da eigentlich, also ich denke, bei den meisten Teilnehmern dieser Querdenker-Demos ist es so eine momentane vielleicht Aufgeregtheit und keine fundamentale Beschäftigung mit solchen Dingen. Es gibt aber diejenigen, die das treiben und die haben leider
fast durchgängig ein Erwerbsinteresse dahinter. Das wird fast immer übersehen. Diejenigen, die solche Sachen organisieren, die rufen zu Spenden auf. Und diese Spenden sind nicht für wohltätige Zwecke, sondern fürs eigene Portemonnaie dieser Organisatoren von solchen Demonstrationen. Das sind nicht nur Demonstrationen. Es gibt zum Beispiel eine Gruppe von Anwälten, die versucht zu suggerieren, dass man die Charité, das RKI, die Bundesregierung, mich als Person und wen nicht sonst alles verklagen könnte wegen irgendwelcher frei ausgedachten, verrückten Ideen, für die sie sich Verrückte holen, die ihnen da so als Zeugen zur Verfügung stehen, Halbwissenschaftler, die man zu jeder Aussage kriegt, die sich mit diesen Aussagen durchaus strafbar machen, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Und alles das ist ja nur Teil einer Informationsmaschine und die am Ende dazu führt, dass Spenden kassiert werden. Und ich denke, da kann man viel Geld im Moment dran verdienen, je mehr Leute man mobilisiert. Das muss man sich einfach klar machen, dass das hinter diesen Querdenker-Demonstrationen auch steht. Und man muss sich fragen, ob man sich da mobilisieren lassen will von solchen Leuten. Und dann kann man es vielleicht auch noch psychologisch beantworten. Wer da erstmal drin hängt in dieser Schleife, der will da auch nicht raus und der will auch keine anderen Argumente hören. Und da gibt es dieses typische Gesprächsverhalten, wenn man dann darauf eingeht, wird das Thema gewechselt. Und wenn man das dann wieder erklärt, wird sofort wieder das Thema gewechselt. Es gibt nie eine Rückfrage, es gibt nie nochmal die Frage, das habe ich jetzt nicht verstanden, ist das wirklich so und können Sie mir das beweisen? Und dann beweist man das auch noch und irgendwann sagen die, ach so, ja, dann habe ich das jetzt verstanden. Diese Gesprächssituation kommt nie. Auch wenn man kann das immer beweisen. Das ist alles zu 100% Unfug, was da verbreitet wird. Aber die Entkräftung dieses Unfugs ist nicht erwünscht. Und dann wechselt man einfach zum nächsten und übernächsten und immer weitergehenden Thema. Vielleicht können Sie ganz zum Schluss, Sie haben ja zwischendurch immer wieder auch die Eigenverantwortung angesprochen und damit das vielleicht auch nicht verloren geht, noch mal ein paar ganz konkrete Hinweise für uns, für jeden von uns geben, wie wir uns in den nächsten Wochen unbedingt verhalten sollten. Ja, also die eine Motivation ist der Fremdschutz. Also man kann immer sagen, verhalten wir uns doch alle so, als wären wir gerade infiziert und wollten wir alle anderen davon abhalten, an uns jetzt sich anzustecken. Tun wir so, als wären wir infiziert. Dann verhalten wir uns perfekt. Also wir halten uns dann von allen fern, wir haben immer eine Maske auf und so weiter. Jetzt sind wir aber nicht so altruistisch. Da sind ja schon andere Gesellschaftsideen dran gescheitert. Und deswegen kehren wir es doch einfach mal um. Stellen wir uns doch mal vor, alle wären infiziert und wir wollen uns davor schützen, ohne paranoid zu sein. Letztendlich ist ja der Reflex derselbe. Und dann kommt es zu praktischen Überlegungen. Wir müssen ja nicht jeden Tag in den Supermarkt gehen, weil wir zu faul sind, eine Einkaufsliste zu machen und immer nur fürs Abendessen heute einkaufen. Machen wir uns doch mal eine Liste und planen mal das Essen für eine Woche und kaufen nur einmal in der Woche ein. Und auch nicht mit den ganzen Kindern, sondern das reicht ja, wenn das einer aus der Familie macht. Da muss man nicht so oft in den Supermarkt. Und hat dasselbe eingekauft und hat auch dem Supermarkt dasselbe Geld angetragen, aber man hat nur einmal diese Exposition. Und Supermärkte hin oder her, also es sieht ja nicht so aus, als seien die besonders infektiös, aber so kann man das für viele Situationen weiterdenken. Also viele Situationen kann man oft machen oder selten. Und dann die andere Sache ist eben, man sollte sich, glaube ich, schon darauf verlassen, dass nach Ostern viele Dinge sich schon ändern und vieles wieder möglich sein wird. Nicht alles, aber bestimmte Familienfeiern, Vereinsfeiern und so weiter muss man jetzt einfach mal in eine Zeit nach dieser Problematik denken, in den nächsten Sommer. Da kann man wahrscheinlich wieder sehr viel machen. Wir haben ja jetzt in diesem Sommer gesehen, dass die Inzidenz sich im Sommer gut kontrollieren lässt. Wir werden dann Risikogruppenimpfungen mit Sicherheit haben. Dann geht wieder einiges viel besser. Das sind so die ganz groben Dinge, die man sagen kann. Ansonsten halt in den Familien darauf achten, dass eben gerade die Eltern, die alten Leute nicht unnötig exponiert werden. Es gibt so praktische Überlegungen, zum Beispiel für einen Weihnachtsbesuch, dass man sagt, kann man das nicht irgendwie hinkriegen, wenn man jetzt über Weihnachten Oma und Opa besuchen will, dass eigentlich die ganze Familie, die
die da besuchen will, sich vorher eine Woche in Quarantäne setzt. Man nimmt sich ein paar Tage Urlaub vor den Feiertagen, man feiert Heiligabend in der Familie zu Hause, also besucht da vielleicht nicht gerade Oma und Opa und schon ist eine Woche Urlaub zusammen oder Woche vor Quarantäne zusammen. Und es wird bis dahin wahrscheinlich eine bessere Zugangsmöglichkeit auch geben zu solchen Schnelltesten, möglicherweise über Hausarztpraxen. Wäre meine Vorstellung, dass also der Hausarzt irgendwann auch in der Lage ist, zum Beispiel am Anmeldetresen einfach seinen Patienten so einen Schnelltest anzubieten. Und wir kommen dann doch in so eine Situation, wo man auch sagen wir mal, Oma und Opa in der Familie besser schützen kann vor solchen Besuchssituationen, die man ja zwangsläufig auch reduziert. Also man kann nicht mehr ständig zu Oma und Opa die Kinder da abliefern über diesen Winter. Das wird man einstellen müssen. Aber man will sie ja auch besuchen. Das sind eben so diese praktischen Dinge. Und dazu muss sich einfach jeder eindenken in diese einfachen Ideen. Wie lange ist eine Inkubationszeit? Wie lange ist man infektiös? Das kann man alles in den Zeitungen lesen. Das kriegt man aber nicht in verrückten YouTube-Videos präsentiert, sondern da muss man eben doch in Qualitätsmedien gehen. Vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Wir freuen uns schon auf Ostern. Ich auch. Ja. Ja, sehr geehrter Herr Professor Drosten, vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Sie haben es hinbekommen, schwierige Sachverhalte, wissenschaftliche Sachverhalte hier zu erklären. Sie waren bereit, Fragen zu beantworten. Sie haben unseren Horizont geöffnet und ich darf als emsländischer Landrat an der Stelle vielleicht sagen, wir sind durchaus stolz als Emsländer, dass ein derartiger Wissenschaftler hier eben aus dem schönen Emsland kommt. Danke. Und jetzt darf ich sprechen als Vorsitzender des Heimatvereins Meppen. Der Windthorst-Abend, den wir zusammen mit der Stiftung ausrichten, hat eine gute Tradition. Und das liegt darin begründet, dass wir Ludwig Windthorst als Person hochschätzen, weil er ein christlicher Politiker war, der sich eingesetzt hat dafür, dass man seine Meinung sagen darf, dass man eine richtige Streitkultur hat. Und das trägt Windthorst, das ist der Name Windthorst. Und was hat das mit Ihnen zu tun? Vielleicht 3 kurze Punkte. Sie sagen Ihre Meinung. Und das ist etwas, was wichtig ist. Und Sie haben das angedeutet oder sehr klar gesagt. Sie werden dafür teilweise angefeindet. Aber ich glaube, auch daraus kann man lernen, wenn man keine Meinung hat und keine sagt, dann gibt es keine Diskussion. 2. Punkt. Sie haben von gesellschaftlichem Zusammenhalt gesprochen. Und Leute, die Zwietracht sehen wollen, die stören das. Und das ist auch nicht im Sinne von Windthorst. Und deswegen nochmal herzliches Dankeschön für die klaren Worte. Und der 3. Punkt. Sie haben gesagt, wenn wir dazu kämen, da sei Gott vor, dass die Ärzte triagieren müssen, dann haben wir hier eine Auffassung, dass jedes Menschenleben zählt. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Die Politik und die Wissenschaft beschäftigt sich nicht mit diesen Sachen und verfügt Maßnahmen, um zu ärgern, sondern weil wir wissen, dass jedes Menschenleben zählt. Also ein herzliches Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Und es ist gute Tradition beim Windthorst-Abend, der Ehrenbürger der Stadt Meppen geworden ist, dass der Vortragende einmal, nicht das Original, aber die Kopie der Ehrenbürger-Urkunde bekommt und auch, wir sind im Emsland was zu trinken, eine Flasche Dampf, Rossöl. Ich würde jetzt vom Platz ausstehen, ich muss das und Ihnen überreichen. Wo ist der hin? Deponiert, kann das sein? Ja. Dann gehe ich mal gerade los. Das ist nicht so schwer, das schafft er alleine. Mit den gehörigen Abständen einmal das Handfeste. Toll, danke. Und dann einmal Wow, entsprechende super. Urkunde. Wie alt ist die? Wann war das? 88. 1888. Wie gesagt, ist nur eine Kopie. Ja, ja. Toll. Hänge ich mir ins Büro. Vielen Dank. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren für diesen, glaube ich, sehr informativen und auch motivierenden Abend. Ich hoffe, dass die Leute, die uns zugehört haben und zugeschaltet waren, das ebenso empfinden.
Und ich hoffe natürlich auch, dass wir Sie noch gelegentlich mal wiedersehen hier im Emsland. Bestimmt. Ja, bestimmt. Das hört sich sehr gut an. Herzlichen Dank jedenfalls und uns allen einen schönen Nachhauseweg. Meppen mag dich, weil du von Anfang an fleißig und wissbegierig warst. Meppen mag dich, weil ich durch dich gelernt habe, das Liebe her zum Meister und heute eine Festarbeit habe. Meppen mag dich, weil du mit dem Fahrrad bei Wind und Wetter zur Berufsschule und zum Ausbildungsbetrieb fährst. Meppen mag dich, weil du mir viele Wege erleichtert hast. Meppen mag dich, weil ich bei dir lesen und schreiben gelernt habe. Und Meppen mag dich, weil du nicht nur beim Sprachenlernen so aufmerksam, fleißig und zuverlässig und aufgeschlossen bist. Danke. Meppen mag dich, weil du mit dem Erst dabei bist. Meppen mag dich, weil du uns trainierst. Meppen mag dich, weil du durch dein Schicksal ein Teil unserer Familie geworden bist. Meppen mag dich, weil du mir hier ein neues Zuhause gegeben hast. Meppen mag dich, weil du mir erlaubt hast, dich kennenzulernen. Meppen mag dich, weil du sehr freundlich zu mir warst und das Leben hier erklärt hast. Meppen mag dich, weil du eine starke Frau bist, die Beruf und Familie gut unter einen Hut bekommt. Meppen mag dich, weil du mich dazu ermutigt hast, an mich zu glauben und mich gestärkt hast, Neues zu wagen. So wie dem Mann im Film erging es vielen Menschen in Meppen. Sie standen Geflüchteten mit Skepsis oder Abweisung gegenüber. Im Laufe der Zeit haben sie aber gemerkt, dass dies völlig unbegründet ist. Viele Ehrenamtliche haben gemeinsam mit Hauptamtlichen aus Behörden und Verbänden die Geflüchteten unterstützt und ihnen ermöglicht, ein neues Leben in Meppen zu beginnen. Aber wir geben nicht nur, wir bekommen auch. Dafür haben wir viele Beispiele im Film gesehen. Die meisten Geflüchteten haben alles daran gesetzt, Fuß zu fassen. Sie haben die Sprache erlernt, eine Ausbildung absolviert, die Schule besucht oder eine Arbeitsstelle gefunden. Sie nehmen am gesellschaftlichen Leben teil. Menschen, die so unterwegs sind, kann man doch nur willkommen heißen. Oder sie sind unsere Erfolgsgeschichten aus Niedersachsen.